Monster-Van ist in Düsseldorf und es ist ein schöner Tag, der Mittwoch in der Sonne, früh morgens, so kurz nach 9 sind wir hier direkt am Rheinufer. Ja, du bist schwanger, ich habe es schon gesehen. Richtig. Das zweite Mädchen kommt. Genau, im November. Im November, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, die Kleine habe ich ja schon gefilmt, die wird dann später eingebaut. Ihr seid aus Fehmarn. Genau, weiter Weg. Weiter Weg, wie lange seid ihr gefahren? 6 Stunden. Ja, Stunden. gestern. 6 Stunden, dann seid ihr erst in der Mitte von Deutschland und das Ganze ist eine Schmiede, die heißt Monster-Van. Ich habe euch besucht, die Videos sind durch die Decke gegangen, weil ihr konstruiert tatsächlich am Rechner und alles passt eigentlich so genau, dass die Leute, die es zusammenbauen, zwar jetzt Schreiner sind und Handwerker und so weiter, aber man könnte es theoretisch mit etwas Geschick sogar selber einbauen, oder? Genau, mit ein bisschen Geschick wird es funktionieren, aber ich bin ja doch sehr dankbar, dass wir da Fachpersonal haben, die da auch mal den einen oder anderen Fehler dann ausbessern können. Ja, so ist es. Ja, wir haben Technik mit dabei, Karl A. ist hier und wir werden das Ganze jetzt mal zeigen. Kommt mal mit und dann gehen wir mal außen rum. Ziel ist ja, mach mal die Tür bitte zu. Ziel ist ja von außen ein sehr cleanes Fahrzeug zu produzieren, also das jetzt zwar monstermäßig aussieht, aber irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Das Ding könnte so auch ab Werk von praktisch Mercedes-Benz vom Band gelaufen sein, oder? So Erstausrüsterqualität, das ist dein Ding. Genau, das ist ja auch die Idee dahinter, dass das Fahrzeug aussieht wie vom Werk und dass wir halt keine Aufbauten oder Anbauten an der Seite haben, die nicht dem Qualitätsstandard von Mercedes oder auch von uns entsprechen. Ja, ist nicht so prollig, muss ich sagen. Also an der Seite hätte man jetzt noch Sandbleche festmachen können, Airline-Schiene, irgendwas. Hast du gesagt, kann man machen, aber du willst, dass er extrem reduziert ist. Und er steht ja schon so gut da. Hast du ihn höher gelegt eigentlich? Der ist nicht höher gelegt, das ist das Originalfahrwerk. Aber diese Thematik mit, ja, man könnte noch alles Mögliche an der Seite dran anbringen, das ist richtig. Ne? Aber so fällt er an und für sich auch schon sehr auf. Wir kriegen, wenn wir mit dem Fahrzeug unterwegs sind, viele Bemerkungen vom Straßenrand oder Winkzeichen, dass das Auto wohl doch auffällt. Und alles Weitere ist natürlich kundenindividuell auch machbar. Also wenn der Kunde oder die Kundin da irgendwelche Halterungen, Montagemöglichkeiten haben möchten, haben wir ja auch bei dem hinten dran, das sehen wir nachher, da machen wir das natürlich auch gerne. Das Ziel ist es wirklich, keine Geräusche zu erzeugen. Wir haben ja eine Probefahrt gemacht in Fehmarn über Kopfsteinpflaster. Das kriegt ihr geschenkt in Fehmarn, das ist damit eingebaut. Genau. Und sie sind sehr, sehr leise, die Fahrzeuge, aber sie sind absolut hochgradig geländegängig. Also du hast ja als Serienfahrzeug, das ist der kurze, dann gab es glaube ich noch mal kürzer, aber der hier, der geht schon über Stock und Stein, oder? Auf jeden Fall. Also der 5,60 Meter ist er glaube ich lang. Das wäre der noch kürzere, den haben sie meines Wissens nach jetzt eingestellt. Und das wäre dann halt der L2, den wir jetzt hier sehen, die 6 Meter Variante. Fahrwerk ist original. Also du sagst, das Originalfahrwerk, das ist überall reparabel, das ist sowieso schon so gut. Wie ist denn die Straßenlage? Ist er unter 3,5 Tonnen eigentlich? Das ist ein 3,5 Tonner mit einer ordentlichen Zuladung, finde ich. Nochmal, du hast 3,5 Tonnen Allrad mit ordentlicher Zuladung. Genau, also der wiegt jetzt leer, wie er ist, 3,1 Tonnen auf der Waage. Und dann kann sich ja jeder rechnen, was dann am Ende übrig bleibt. Das geht gar nicht. Also bei anderen geht das nicht. Ja, also wir haben es hingekriegt und ich habe jetzt leider den Waagebericht nicht dabei, sonst würde ich es dir gerne zeigen. Aber doch, das funktioniert schon. Und er ist von der Ausstattung wirklich sehr, sehr umfangreich. Sehr schön, ja. Die Leute hier sind ein bisschen ungehalten, ja. Weil hier Fahrradfahrer und Autofahrer, die sind inkompatibel. Das ist so. Sag mal, in Fehmarn wird da viel Fahrrad gefahren eigentlich? Ganz, ganz viel. Ja. Und zum Glück gibt es gute Fahrradwege und ja. So, ihr kommt ja gar nicht aus Fehmarn eigentlich, oder? Wo kommt ihr her? Adrian kommt hier aus der Ecke, aus Hagen, und ich komme aus Hamburg. Und wir haben zuletzt in Hamburg zusammengelebt und dann nach Fehmarn gezogen. Wie habt ihr euch kennengelernt eigentlich? Durchs Kitesurfen in Cuxhaven. Ach stimmt, ihr seid beide Kitesurfer, ja. Ja. So, ja. Nicht, dass ihr irgendwann mal übers Riff dann und tschüss. Nee. Kannst du gut Kitesurfen? Geht so. Geht so. Ja, und dann, ich meine, du hast ja gewusst, was er macht und deine Aufgabe ist ja unter anderem, die ganzen Angebote zu erstellen, das Ganze zu koordinieren und so weiter und so fort. Aber du hast noch eine Hauptaufgabe, eine andere, gell? Genau, das ist einmal Buchhaltung, ist so das Größte, und ein bisschen Marketing. Bisschen Marketing. Und da hast du mich angerufen irgendwann, hast gesagt, du musst mal nach Fehmarn kommen, ich war da. Das war aber noch ziemlich kalt, glaube ich, als ich da war. Der Schnee lag noch. Sag mal, ist die Stoßstange hier behandelt? Genau, die Kunststoffteile werden, bevor das Fahrzeug weiter umgebaut wird, einmal demontiert, gehen dann zum Lackierer, kriegen einmal eine Raptor-Lackierung
sodass sie halt auch den Witterungen im Gelände entsprechen. Aber nicht so prollig, die Raptor-Lackierten. Das könnte man ja viel gröber machen, aber das hast du nicht so gemocht. Also wir hatten es mal in unterschiedlichen Varianten ausprobiert und haben uns jetzt so ein bisschen auf die eingeschossen. Aber auch das, wenn der Kunde sagt, ich hätte gerne eine gröbere oder eine noch feinere Struktur, dann können wir das natürlich gerne umsetzen. So, und das ist richtiger Raptor-Lack. Das heißt, hier kann auch mal in einen Ast mal, das spielt keine Rolle. An und für sich sollte der das alles aushalten, ja. Sehr schön. OH ist auf euch zugelassen, weil ich nehme mal an, dass hier ist natürlich kein COC, das ist Einzelabnahme. Ihr lasst das wahrscheinlich bei euch zu und dann kriegt der Kunde das anschließend, kann es ummelden. Genau, in dem Fall ist es sogar noch mal ein bisschen umfangreicher, weil das Fahrzeug in die Schweiz überführt wird. Und wie du schon sagtest, die COC-Papiere sind von seitens Mercedes aus unvollständig und wir machen dann eine Einzelabnahme zum kompletten Camper. So, das heißt, also das COC ist ja schon mit dabei, der wird dann hier vorgeführt. Das ist Full LED, also die Grundausstattung macht ihr immer schön voll. Also das ist ja der neue Allrad hier drin, oder? Genau, also der Wagen ist von der Ausstattung her so ziemlich fast alles, was geht. Und das ist auch bei uns eigentlich so das Gängigste. Komm, wir machen mal auf und dann kannst du mir mal ein bisschen was erklären, was alles so geht bei Mercedes. Weil die Konfiguration ist ja gar nicht so simpel. Du arbeitest da mit einem sehr guten Händler zusammen. Genau, wir arbeiten da mit der Firma Silverkrüpp aus Kiel, die auch ein Fahrzeug von uns zur Vermietung anbieten. Also wenn man da mal Interesse dran hat. Ausstattungstechnisch ist halt was bei Mercedes oder gerade bei dem Sprinter ja auch ein bisschen hervorsticht, sind sowas wie die 360-Grad-Kamera, der Abstandstempomat, der Spurhalteassistent, das große 10,5 Zoll Navigationssystem. Also was er jetzt nicht hat, was noch gehen würde, wären die elektrischen Sitze. Aber die werden gerne nicht genommen, einfach aus gewichtstechnischen Gründen. Aber ansonsten ist eigentlich alles drin. Klimaautomatik. Ja, es gibt ja die amerikanische Version, die ist viel geiler, finde ich. Also habe ich schon gefilmt, die haben ein bisschen mehr Bling-Bling drin. Viel geilere Sitze und so weiter. Ja. Aber der hier fährt natürlich richtig gut. Also ist das hier MB-Tex, was hier drauf ist, das Leder? Ist das dieses Kunstleder von? Genau, das ist das Kunstleder von Mercedes. Aber auch da könnten wir mit dem Sattler zusammen nochmal nach Kundenwunsch anpassen. Ja, also das Taxileder, das hält ewig. Ja. Das ist ziemlich cool. Also das ist mit dabei, bitte? Das Schöne ist halt, das sind die Sitze, die auf beiden Seiten die Armlehnen haben. Die sind ja so ein bisschen den Aufbauherstellern vorbehalten. Die kann man ja so als Endkunde nicht ordern. Aber dadurch, dass wir ja Aufbauhersteller... Zeig mal gerade, da ist linke Seite ist auch eine Armlehne. Genau, ne? Also normalerweise ist ja auf dieser Seite keine Armlehne vorhanden, die sich viele aber wünschen, weil die Originalarmauflage zu hoch. Doch, ja genau, die ist einfach unkomfortabel, zu hoch, zu weit weg. Und da ist das echt schon ein Komfort-Mehrwert. So, und das ist also Allrad automatisch. Du musst nicht fahren können hier für das Ding. Der Allrad macht alles selber. Genau, also es ist jetzt nicht mit... Warte, ich zeig mal das Gesicht. Das ist schön, oder? Ja, genau, wie ein PKW. Das ist original PKW. Du gibst Gas, das Ding kann jeder fahren, oder? Ja, genau. Ich bin den jetzt auch ein bisschen gefahren und ist wie unser Kombi. War ja vorher so, da musst du Sperren einlegen, da musst du ein Allrad zuschalten und so weiter. All das brauchst du gar nicht mehr machen. Und der geht ich glaube, der geht eine gerade Wand hoch. Das Ding ist hochgradig geländegängig, AT-Bereifung drauf. Ist die straßentauglich sehr laut? Nein, also es kommt darauf an, in welchem Geschwindigkeitsbereich man ist. Auf der Autobahn oder unter 50 km/h hört man sie gar nicht. Und in so einem Zwischenbereich zwischen 50 und 70, sage ich immer, da hört man sie leicht, aber es ist echt nicht störend. Also absolut alltagstauglich. So, die Schlafabreitung habt ihr selber gebaut eigentlich oder ist das ein Zubehörteil? Die Flügel sind Zubehörteil von der Firma Dark. Die DALC oder wie? Genau. Die machen da wirklich sehr hochwertige Sachen und voll isolierte Verbreiterung, aber das Anbauen machen natürlich dann wir. So, aber die Qualität ist so, dass du sagst, das kommt mir ins Haus. Also das ist original so wie Erstausrüster. Genau, einmal das. Und was für uns immer ganz wichtig ist, dass wir halt von allen Daten, von allen Bauteilen, die wir verbauen, CAD-Daten bekommen, dass es halt von vornherein mit in den gesamten Möbelausbau eingepflegt werden kann und dass man halt sicherstellen kann, dass es auch hinterher perfekt passt. Und die Jungs, die arbeiten zeitgemäß und hochwertig und dementsprechend haben wir darauf zurückgegriffen. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Denn es ist wirklich, hier fährt gerade ein Schiff vorbei, das ist ganz interessant, oder legt gerade an. Aber es ist so leise, dass wir damit arbeiten können. Monstervan bedeutet, du kommst rein und du bist in einer anderen Welt drin. Also ihr habt das Maximale vom Platz natürlich genutzt, weil ihr es könnt und das Ganze am Rechner erstmal zunächst komplett vorkonfiguriert. Das heißt, du kannst dich im Rechner drehen. Jedes Möbelstück, was drin ist, kannst du in einer 3D-Explosionszeichnung abbilden. Genau, also
bevor wir einen Span oder eine Schraube an dem Fahrzeug befestigen oder lösen, wird das alles einmal im Rechner durchsimuliert, eingebaut, geguckt, ob es halt passt. Und erst wenn das alles 100% abgeschlossen ist, wird das Fahrzeug realistisch gebaut. Das machen auch die großen Hersteller so. Die Serienhersteller machen es vollkommen identisch. Du kriegst CAD-Daten. Das ist auch der Grund, warum hier dieses Produkt hier so genau ist. Wie genau ist der Mercedes-Benz? Seid ihr genauer als Mercedes? Also als Beispiel nenne ich immer, wenn wir mit dem Aufbau des Fahrzeuges anfangen, sprich hinter dem Fahrersitz das Podest einsetzen, dann danach die Dusche kommt, das Bett, dann auf der anderen Seite die Küche. Wenn man so eine Messkette erstellt und dann vorne am Beifahrersitz wieder ankommt, haben wir einen Versatz von 1 Millimeter ungefähr. 1 Millimeter? Genau. Das ist nicht viel. Das kenne ich im Campingbereich nicht. Also deine Aufgabe war ja, Automotive ist ja viel genauer, viel besser, muss man sagen, als Camping. Und das wolltest du abschaffen. Du hast gesagt, wir möchten, wenn wir sowas bauen, eigentlich die Qualität im Automotive-Bereich ansetzen. Genau, ich selbst komme ja aus dem Sondermaschinenbau. Das ist so mein Qualitätsanspruch. Der ist natürlich deckungsgleich mit dem Automotive. Und also das bringe ich mit oder das will ich so umgesetzt haben. Und wenn man es konsequent durchzieht, dann passt es einfach perfekt und das Gesamtergebnis ist dementsprechend auch super. Du kannst alles konstruieren, was du willst, weil du es halt vorher simulieren kannst. Also du kannst zum Beispiel den Durchgang kannst du simulieren. Hier diesen Kühlschrank, da kannst du einfach austauschen, einen anderen reinmachen und den simulieren, ob der besser passt. Und was ist hier für ein Kühlschrank denn? Was ist das ist ein Vitrifrigo mit 95 Liter und einem externen Kompressor. Und das, was du gerade ansprachst, ist halt genau der Punkt. Wir haben alle möglichen Kühlschränke der unterschiedlichen Fabrikate ausprobiert, von denen wir halt auch CAD-Daten bekommen, um dann halt zu schauen, was ist mit der Gesamtkonstruktion am kompatibelsten, womit kriegen wir den breitesten Durchgang generiert. Man muss ja auch immer so ein bisschen die Waage zwischen Nutzen. Du kannst die Tür am Rechner öffnen, also auf den CAD-Daten und kannst gucken, wie weit die rauskommen. Ja, klar. Mach mal auf. Also deswegen konntest du auch hier diese Nase hier aussparen an der Seite. Es ist alles auf einen Millimeter konstruiert. Genau, so kommen wir halt, oder so können wir es halt optimal ausnutzen. Es kommen ja oft dann von den Kunden so Fragen, können wir nicht irgendwie ein bisschen was versetzen und. Das ist dann halt immer relativ schwer umzusetzen, weil wenn man so exakt arbeitet, sind halt ein paar Zentimeter ein Möbelstück zu versetzen doch ganz große Eingriffe, was man gar nicht erst so sieht. Hier oben drüber die Schublade, mach die mal bitte auf, dass wir das mal sehen. Denn übrigens, wir haben ein Richtmikrofon, das Kehrfahrzeug stört uns nicht, ja. Das ist nicht zu hören. Außerdem gibt's so ein bisschen Atmo. Das hast du konstruiert selber? Ja, so wie das ganze Fahrzeug. Ja. Das ganze Fahrzeug. Und da hast du auch die CAD-Daten von dem Auszug? Natürlich. Natürlich. So, und, ohne würden wir damit nicht arbeiten. Mach mal zu, bitte, dass wir das sehen. Und da machst du zu und hier vorne die Front, dieses Spaltmaß, das ist dein Anspruch. 2,5 Millimeter überall. Sag mal, das Fahrzeug verbindet sich gar nicht oder ist das mit einkalkuliert? Doch, natürlich, das verbindet sich, aber das ist mit einkalkuliert. Also gerade wenn man hier diese Trittstufe besteigt, dann sieht man an gewissen Stellen diese Verbindungskräfte, die da stattfinden. Aber das hat halt, also wir haben da gewisse technische Kniffe gefunden, wo und wie man die Möbel befestigt, sodass diese Verbindungen mitgegangen werden können. Was ist das für ein Boden? Das ist eine HPL-beschichtete Multiplexplatte, also genau dasselbe Material, woraus wir alle unsere Schränke bauen. Und die Fugen, die du da siehst, das ist halt eine reine optische Sache, die fräsen wir mit unserer CNC-Maschine ein. Und ihr könnt das so genau fräsen? Genauer als wir bauen. Und dann werden sie hinterher nochmal verfugt. Wir haben da ja sehr kompetente Mitarbeiter und gerade die aus dem Bootsbau, die wissen, was Bodenfugen bedeutet. Gerade wenn man so Teakdecks verfugt und die machen dann von Hand die Fugen da rein und verschleifen das. Das heißt, du könntest auch Eva reinschreiben oder irgendwas, also oder den Namen von deinem Kind, den zukünftigen. Können da alles reinmachen. Kannst du alles reinmachen. So, mach mal zu. Das ist ein externer Kompressor, das heißt, du kannst ihn auch so einbauen, dass er sehr leise ist. Genau, der Kompressor sitzt hier im Schatten des Kühlschrankes, relativ weit hinten. Das können wir gleich von der anderen Seite in der Küche vielleicht ein bisschen besser sehen. Bedeutet, auf der einen Seite verlieren wir dadurch ein bisschen Stauraum, haben natürlich einen größeren Kühlschrank und dann muss man da wieder abschätzen, was möchte man haben, mehr Kühlraum oder mehr Stellfläche für Töpfe. Man kann einen etwas kleineren Kühlschrank auch einbauen, der ist von den Abmaßen gleich, da ist aber der Kompressor dann im Kühlschrank eingesetzt, da hat man wieder ein bisschen weniger Kühlraum. Das ist so ein, wie man es halt haben möchte, so ein Balanceakt. Ja, es gibt so eine Story hier zum Dachträger. Ich habe natürlich auch selber konstruiert und der sieht jetzt so easy aus, aber da ist nichts easy an dem Ding. Das Ding liegt auf, komplett. Und dieses Auto ist komplett krumm und schief oben.
So ist es. Also wir haben den Dachträger jetzt zuletzt noch ein paar Mal optimiert, aber wie du gerade sagtest, wir haben ein umlaufendes Spaltmaß von maximal 10 mm um den Dachträger herum. Ansonsten liegt er halt komplett auf dem Fahrzeujdach auf, sodass man ein bisschen die Windgeräusche reduzieren kann und das einfach ein bisschen schicker und aus einem Guss aussieht und nicht, wie es halt aus dem Zubehör bekannt ist. Und die Löcher sind natürlich Airline-Schienen-Maß. Genau. Kannst du alles reinmachen. Genau, die haben wir nicht nur oben, die haben wir auch unten an unseren Magazinhalter, diese Zeitschrifthalter, die da an dem Sitzgestell sind. Das sind auch Airline-Schienen. Ja, es sind halt diese Löcher, ne? Und dann haben wir ja sowieso im gesamten Fahrzeug an ganz vielen Stellen Airline-Schienen verbaut, sodass man halt mit ein und demselben Fitting-Zubehör überall sich befestigen kann. So, steig mal ein und dreh mal bitte den Vordersitz. Ja, den Fahrersitz. Oder vielleicht macht es ein Mann, dann können wir mal sehen. Denn dieser Tisch hier, der gefällt dir besonders gut, hast du gesagt. Der ist eigentlich so klein und so unscheinbar, aber es ist ein technisches Meisterwerk. Auch der ist komplett am Rechner entstanden, den hast du simuliert, den kannst du aufklappen. Ich glaube, dein Mann, dem geht da voll einer ab, wenn er das so bewegen kann am Rechner, oder? Genau, wird auch immer fleißig dran rumgespielt und ist ja aber auch richtig, muss ja getestet werden. Der testet alles eigentlich am Rechner. Das heißt, das muss erstmal nicht konstruiert werden. Er kann alles gucken, geht das dran vorbei, passt das und so weiter. Also das ist, glaube ich, der Riesenvorteil, dass der Kunde sogar mitgucken kann, also wenn er was entwickelt und dann kann er es ändern in live am Rechner, oder? Genau, so sieht's aus und ist ja auch richtig so, weil solange es nicht passt, macht es wenig Sinn, das auch zu produzieren und so können wir sicher gehen, dass es dann auch wirklich passt. So, und du hast den Sitz gedreht, das ist ja auch immer so ein Ding. Und stopp, warte mal ganz kurz. Ich muss einmal sagen, das ist der Urzustand, den kann man jetzt schon benutzen. Genau, so haben wir jetzt 30 cm Tischbreite und so ist er auch nutzbar, ja. So, mach mal auf. Wir stehen uns in Düsseldorf vor dem Messegelände und das war jetzt hochinteressant. Also der ist so genau konstruiert, dass er exakt vorbeikommt und du musst da keine Verbreiterung ausklappen. Der ist jetzt perfekt. So haben wir halt den besten Platz jetzt ausgeschöpft. Und der Tisch ist halt so gedacht, dass wir hatten ja gerade den Sitz noch gedreht, dass halt, wir haben ja Modelle, die auch eine eingetragene Sitzbank haben, dann kann derjenige, der hinten sitzt, auch halt am Tisch schon sitzen und arbeiten oder was essen, wie auch immer, ne? Natürlich dann angeschnallt bei der Fahrt. Und der Tisch ist dann halt zur Hälfte nur eingeklappt, sodass es den Fahrer nicht stört. Oder wenn man halt zu zweit dran sitzt, dann dreht man den Tisch um und dann hat man einen wirklich schön breiten Tisch von 60 cm Tiefe. Das ist schön, den kann man auch rausnehmen später mal. Ja. Klappe ich nochmal ein, dass wir es gerade nochmal sehen. Das heißt, auch hier vorne ist der Gurt, der wird einfach zur Seite genommen, dann geht der auf einen Millimeter vorbei. Und die Project Camper hast du natürlich hier dir machen lassen, die entsprechen auch deinem Standard. Ja, also mit denen arbeiten wir sehr eng inzwischen zusammen und gerade das Fenster ist ja eine Sonderanfertigung wegen der Dusche, die davor sitzt. Auch unseren Duschvorhang haben wir bei denen fertigen lassen. Das passt, ich kenne die Produktion bei denen und das macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Gut, hier oben sind übrigens die Frontverkleidungen drin. Das ist auch immer so eine Frage, auch Project Camper, was Besseres gibt es nicht. Also das unterschreibe ich dir, die gehen mit Magnet, das funktioniert immer. Und wenn du mir gerade mal zeigst, wie man hier verdunkelt, also dass man einmal sieht, das heißt, du ziehst das raus, in Sache von Sekunden, du hast innen ein Muster, das kannst du frei wählen sogar. Genau. Das ist hier drin und das Ganze wird dann fixiert wahrscheinlich über Stangen hier in dem Fall vorne. Geht sehr, sehr schnell, ist isolierend. Von außen, das ist total krank, siehst du gar nichts. Da siehst du nur eine schwarze Fläche. Das ist halt ziemlich cool. Da kommen die Sonnenblenden drunter, die halten das Ganze. Es ist sehr blickdicht. Ich habe also das Ganze beim T6 mal ausprobiert. Und von außen hast du ein ganz homogenes Bild. Eine schwarze Wand. So, jetzt zieht ein ganz kleines Stück vor. Da ist es drin. Und noch ein bisschen nach rechts. Zuppeln. Da sind die Magnete drin, gell? Die halten das Ganze. Und das war's. Das Interessante ist, es ist ein Thermovorhang, komm mal mit raus. Und so sieht das Ganze dann von außen aus. Du siehst nachts nicht, also da ist keine Silberfolie drin, das ist sehr unauffällig. Genau, und das Schöne bei denen ist halt auch einfach, die haben eine sehr gute Dämmwirkung. Also das ist die klassischen Plissés, die man bei den Kunststofffenstern kennt, wo sich die Feuchtigkeit auch immer gerne drin sammelt und dann hinterher die Schimmelflecken bilden. Das hat man bei denen halt einfach nicht. Ne? Sie dämmen halt wirklich schön und am Tage rollt man sie halt weg, steckt so oben in das Fach rein und hat seine Ruhe. Gut, so, dann gucken wir mal gerade hier rein. Das ist ein Doppelbodenkonzept, das kennt man natürlich. Aber du wolltest nicht so viel Platz verlieren, der Allrad baut schon auf, oder? So ist es, ja. Und wir gucken mal runter, was für eine Heizung ist drin? Das ist eine Autotherm 4D. Sehr schön. Also eine Heizung,
die vom Ural bis nach China funktioniert. Und ist das für dich eine gute Wahl? Sie ist auf jeden Fall hochrobust und man kriegt Ersatzteile überall dafür. Und das sind auch so Kriterien, die wir versuchen zu berücksichtigen, dass das Ding einfach auch langlebig ist. Das ist kein Camping. Das ist kein Camping auf dem Campingplatz, das ist ein Abenteuer. So, hier brauchst du Sachen, die weltweit funktionieren. Wir gehen mal rein. Die Dusche, pragmatischer kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen. Du sagst nämlich, ich muss zum Zähneputzen kein Waschbecken haben. Das ist auf der anderen Seite. Das können wir uns gleich mal angucken. Und die Dusche ist eine Dusche. Genau, also die Idee, der Hintergrund war dort, keine Störkonturen zu bilden, dass das Fahrzeug halt im Einsatz auch einfach oder wartungsfrei ist, ne? Dass man beim Reinigen schnell durch ist und nichts hat, was irgendwie abwischen kann. Das heißt, genau. also die Frauen freuen sich, meine Frau zumindest, die sagt, ey, wenn da irgendwas im Weg ist, gerade Armaturenbretter, die will ich gerade abwischen können, hat jetzt einen Kia, da gibt es keine Knöpfe mehr. Da hat sie gesagt, das ist ja geil, dafür rufe ich ein bisschen Sidolin, wisch da drüber und fertig. Genau, also so ist auch ungefähr unser Weg. Ne? Also wir versuchen alles wegzureduzieren, was nicht zwangsläufig notwendig ist, um halt es einfach so gut leicht sauber halten zu können. Ne? So, auch die Wanne hast du konstruiert am Rechner? Genau, die ist auch im CAD entstanden und die wird dann für uns produziert, so wie alle unsere Metallteile. Die lassen wir dann lasern und verschweißen. Da ist das Klo? Da ist das Klo drunter. Gut. Auch wieder ein Vorhang von Projekt Camper, der dann halt beim Duschen geschlossen wird. Den hast du entwickelt mit denen zusammen? Genau. Ja, komm mal hoch. Du bist mir genauso wichtig wie der Mann hier drin, der da ist, denn du musst das Ganze immer erleiden. Haben die Videos eigentlich irgendwas gebracht, die wir damals gedreht hatten in Fehmarn? Jetzt mal ehrlich, weil du hast ja viel Geld ausgegeben für mich. Eine ganze Menge, tatsächlich. Und wir wurden die ersten paar Wochen völlig überrannt per Telefon und Mails und deswegen sind wir heute wieder da. Sind wir wieder da, ja, ist so. Aber was wäre denn jetzt gewesen, wenn wir den Film nicht gemacht hätten? Da hätte es länger gedauert, oder? Das heißt, also das ist ja ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt, was ihr habt. In der Qualität, es sieht so einfach aus alles, ja. Du denkst dir, mein Gott, es kann ja auch so einfach sein, aber dazu musst du den Mut haben zu reduzieren. Also wenn du nicht den Mut hast zu reduzieren, dann kriegst du sowas gar nicht hin, oder? Genau, und Adrian denkt da ja oder konstruiert da ja auch relativ pragmatisch und geht da mit sehr viel Know-how ran und Es fängt schon an, hier ist kein Deckel drauf, hier vorne sind Spanngurte drauf, also die auch gut funktionieren. Sorry, ich habe dich fast erschlagen mit meinem Licht. Warte, ich mache mal das Licht ein bisschen mehr rein. Nicht, dass ich hier eine schwangere Frau noch töte, die da sind. Aber das hier, das ist doch die beste Lösung. Das heißt, das klappert nicht, es funktioniert für alle Anwendungen, du kannst komplett auseinanderziehen. Da muss keine Klappe drauf. Richtig, eine Klappe wäre nur unnötiges Gewicht und wieder eine Stelle, die ein Klapperpotenzial mit sich bringt. Feuchtigkeit, Entlüften. Ja, all sowas, ne? Das ist hier oben. Ja, immer natürlich ein Hingucker ist hier oben die Decke und die Leute, die reinkommen, ich glaube, die gucken erstmal auf die Decke hier, weil die so filigran ist, aber auch die komplett am Rechner produziert, oder? Genau, also die unten liegenden Paneele, die sind natürlich auch auf der CNC-Maschine gefräst, sodass die exakt ins Fahrzeug reinpassen, auch hier die ganzen Konturen. Man sieht, da haben wir eigentlich keinerlei große Spaltmaße und das ist Handarbeit, das Holz, das wir da oben drauf haben. Das heißt, die Lampe, du musstest eine finden, die genau die Breite hatte vom Holz, plus minus. Ja, nur die Lampe gab es vor dem Holz. Also wir mussten ein Holz finden, was passte. Okay. Der Max-Fan, den hast du schon reinkonstruiert, ist übrigens mein Lieblingsfan. Ich habe dort 2 Klettverschlüsse dran gemacht, das würdest du nie machen. Und habe ein Mikrofasertuch drunter geklettet. Das kannst du einfach abziehen. Dann wird die Luft gefiltert und du hast keinen Luftstrom mehr. Okay, gut. Das ist nur so ein Tipp, weil der macht nicht, der macht nicht richtig dunkel. Und da habe ich ein schwarzes Mikrofasertuch drunter gemacht und dadurch wird er dunkel. Oder hast du was gefunden? Nein. Das ist ja nicht so das Problem, ne? Wie denn? Wie hast du denn gemacht, das hält? Per Magnet oder wie? Ich muss jetzt die richtige Orientierung Das musst du mir bauen. Da ist ein Magnet jeweils drunter. Genau, also bevor wir den Rahmen einsetzen, setzen wir die Magnete bzw. Metallleisten von der Innenseite ein, sodass die Magnete auch dran halten. Diese Neodym-Magnete sind stark genug, um durch das Kunststoff durchzukommen. Und so hält das auch, ne? Ja, kein Kinderspielzeug übrigens, ja. Wenn die nämlich verschluckt werden,
und sich im Darm zusammenziehen. Magneten wieder hochholen, ja. Ja, das ist wirklich Das ist so. ja. Cool, also ich habe jetzt gedacht, du hättest keine Lösung dafür, weil der ist nämlich relativ hell morgens. Und das habt ihr denn dicht gemacht. Und trotzdem kann hier durch noch ein bisschen Luft gehen, oder? Also es ist ja nur punktuell mit den Magneten befestigt, das heißt, hier haben wir überall nochmal genug Luft, dass was durch kann, aber man sollte in dem Betrieb oder in dem Modus die Luft reinblasen, weil sich dann die Matte ein bisschen abdrückt. Wenn man sie raussaugt, dann zieht sich die Matte fest und dann kommt da nicht mehr viel durch. Da kommt dann nicht mehr viel. Aber die Lösung ist gut. Die werde ich jetzt patentieren bei mir, ja. Muss ich irgendwie, also könnte Ist ich... schon unser Stempel drauf. Toll. Mach nochmal zurück, dass wir das sehen. Also das ist ein Lüfter, der geht bei strömendem Regen. Der ist in Amerika überall. Der geht während der Fahrt. Das finde ich auch gut. Ja. Kannst du, also ich habe den immer laufen. Also auch während der Fahrt und überall. Aber diese Matte hier, zeig mal. Also das ist das Klo. Was ist das jetzt für ein Klo? Was hast du genommen? Das ist eine Trillino Evo M. Eine Trillino Evo M. Evo M. Und die hatten CAD-Daten. Die hatten CAD-Daten, genau. Also da haben wir auch mit einigen Herstellern ja zu tun und es gibt wirklich welche, die sagen, nee, das ist unser Geheimnis und ich habe dann auch keine Lust, die Dinger abzuzeichnen, weil ich die Daten einfach brauche, ohne geht's nicht. Und dann gucken wir halt, dass wir einen finden, der die hat. So, und zeig mal, wie die funktioniert. Da ist ein Tütending, oder? Ja, so eine klassische Trockentrenntoilette. Hinten ist der Eimer für die Feststoffe, vorne ist ein Kanister drin für den Urin da, ne? Ist halt natürlich noch unbenutzt, deswegen ist es alles verschlossen. Gut. Und hier hinten sitzt nochmal Ein Lüfter. ein Lüfter, beziehungsweise das Problem bei uns ja, der Lüfter müsste ja den Weg mitmachen. Somit haben wir in dem Kasten hinten eine Flansch. Das heißt, das Gestell wird dagegen gedrückt, da ist eine Dichtung und dann kann der Lüfter im geschlossenen Zustand trotzdem absaugen. Okay, also dass das gewährleistet ist, dann wird nämlich alles getrocknet, es kommt kein... Die stinken nicht, das ist sehr interessant. Da kommt so ein Streu rein, dann kommt das Feste nach hinten und das ist eine sehr saubere Lösung. Ich finde es viel geiler als eine Chemietoilette, weil du weißt selber, in so einem Chemiecamper stinkt es immer nach Chemietoilette. Kannst du machen, was du willst. Also du kannst einen Sog einbauen, aber es stinkt dann immer so... Also so ein bisschen nach Opa, nach alter Opa. Also ich weiß, ich hatte ja mal einen alten Opa. Ja, Ja, so ein bisschen nach klassisch Campingplatz irgendwie, ne? Genau. Und, ich bin übrigens auch Opa. Also wenn jetzt einer kommt und sagt, hier, mach nicht über Opas lustig. Opas, ne? Ja. Ich bin Opa. Also zeig mal bitte hier, was das hier ist. Also der Vorhang, das ist ja genial. Also das ist auch Project Camper. Genau, ist auch Project Camper, das haben die für uns entwickelt oder wir mit denen zusammen. Ist genau dieselbe Technik wie über der Toilette. Also wenn man duschen möchte, dann öffnet man hier die Verschlüsse. Also das wäre jetzt auch notwendig. Ist da auch Magnet an der Seite, das hält? Genau, das ist so eine Art, ich weiß gar nicht genau den Fachausdruck, das ist ein Edelstahl, was aber trotzdem noch magnetisch ist. Die Leisten haben wir neben der Toilette und hier auch auf der Innenseite der Dusche. Das heißt, wenn man die jetzt öffnet, dann kann man den einfach runterrollen lassen. Und das hält? Und dann ist das dicht. Boah, wie geil. Und wie kommt sie jetzt rein? Es geht Mach mal, geh mal rein und ja, okay. Und jetzt ist dicht. Das hält magnetisch an der Seite. Ja, und darf ich das denn aufrollen, ohne dass es schimmelt? Oder wie funktioniert das? Das darfst du. Also der Stoff ist extra für solche Anwendungen entwickelt, dass man den rollen kann, auch im feuchten Zustand. Und er wird jetzt natürlich, sollte man ihn austrocknen lassen, aber er wird bei Weitem nicht so schnell schimmeln wie irgendwie jetzt ein Baumwollstoff. Du musst ihn einfach nur zulassen, dann trocknet er automatisch. Ja. Also das da ist. Und wenn du mal gerade mir irgendwie mal zeigst von der Höhe her, du bist wie groß jetzt? 1,80. 1,80, also hier kann 1,85 Meter kann drin stehen. Ja, das ist problemlos möglich. Schade, dass du nicht in Kanada warst, in Whistler, denn da ist das Mountainbike-Paradies. Mhm. Und wenn du da gestanden hättest mit dem Auto, die hätten dich getötet. Ja. Also wir haben Kunden, die auch in Kanada mal unterwegs waren und haben uns Bilder geschickt, was dort so auch an Mercedes rumfährt. Und ich weiß nicht, ob ich es im letzten Video mal schon mal erwähnt hatte, ich habe ja Verwandtschaft in Kanada und irgendwann ist vielleicht der Plan mal, auch da sowas zu vertreiben. So, mach mal hier auf. Das ist so eine Klappe, das ist extremster Leichtbau. Aber die wichtigsten Teile hast du in Metall ausgeführt und das ist ja eine Besonderheit. Das gesamte Innengestell des Schrankes ist aus 3 mm Aluminium. Das lassen wir lasern, wird dann gefaltet und pulverbeschichtet nach unseren Vorgaben und dann passt das so in das Auto rein. Dann passt das so ins Auto rein. Ja, das kannst du nicht. Das ist alles vorher am Rechner entwickelt worden. Alle Aufnahmen, alle Schrauben, wo das festgemacht wird. Ihr benutzt so viel Original wie möglich, oder? So viel Original und auch immer, wir versuchen die besten Teile zu finden, die sich dafür am besten eignen. Und die Blumen hier, diese wie nennt man die Teile?
Das sind, Kraftspeicher, genau. Also Kraftspeicher, Genau. die hatten auch CAD-Daten, die Blumenleute. Ja, auf jeden Fall. Das Schöne bei denen ist halt, deswegen nehmen wir ja auch die, viele verwenden ja diese Haubenlifter, haben wir ganz am Anfang auch mal gemacht, aber bei den Kraftspeichern bleibt die Klappe in jeder Position einfach stehen. Das heißt, wir schlagen nicht gegen die Fahrzeugdecke. Wie geil! Ja. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Hier ist eine Einstellfeder auf der Seite, also auf beiden Seiten. Da muss man genau das Klappengewicht einstellen, sodass die dann halt so stehen bleibt. Und wenn sie im unteren Drittel ist, dann wird sie halt zugezogen. Dann muss natürlich der Verschluss für offen sein. Aber dann haben wir uns oft. Das ist richtig cool. Und dann werden die auch nochmal gegengedrückt. Mach mal auf, dass man mal so einen Verschluss mal sieht, der wird dann nochmal angedrückt, damit er eben nicht klappert, gell? Genau, also wir haben ja hier ganz einfach so Filzpads drunter, dass wir einen kleinen Spaltmaß künstlich erzeugen. Und hier würde jetzt die Tür auf 0 gegen den Rahmen gedrückt werden. So haben wir immer eine leichte Spannung und verhindern jegliches Klappern. Puh, das ist gut. Und das Holz ist so dünn, dass du den maximalen Platz auch innen hast, ja, weil da zählt ja jeder Millimeter hier. Ja. Okay, mach mal zu. Das Holz dient hier ja der Optik. Es ist ja nicht mehr der Stabilität und deswegen haben wir halt auch 4 mm starke Platten nur noch. Das Holz dient der Optik. Das muss ja irgendwie zu sein. Die Stabilität musst du nicht haben, das hast du erwähnt. Du hast ein Jenat-Soundsystem drin. Der Jenat, das ist auch ein Typ, so ihr beide könntet zusammen sein. Ja. Hast du das Video gesehen vom Jenat auf der Messe, was ich gedreht habe mit ihm im Interview? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich kenne einige Videos von dem, auch von dir. Aber ich kenne ja die Jungs von Jenat inzwischen, beziehungsweise den Kollegen, der da auch hier immer auf der Messe ist. Chris Pausch? Ja, wie auch immer. Ja, sehr sympathisch und mit dem komme ich ganz gut zurecht. Da spricht man auf einer Wellenlänge. Das hier finde ich so genial. Das sind alles Airline-Schienen. Das heißt, du könntest jetzt von links nach rechts, wenn du 2 hättest, zum Beispiel eine Wäscheleine spannen innen. Das würde gehen. Oder du kannst irgendwas aufhängen hier an den Airline-Schienen. Du hast 2 Airline-Schienen. Auf der anderen Seite ist ja auch eine. Ja. Wie cool. Und da vorne sind die Lampen. Das sind USB-Lampen, die steckst du einfach nur ein. Auch da hast du lange gesucht, bis du die gefunden hast. Da ging es mir auch halt darum, dass man was findet, was leicht ersetzbar ist, was robust ist, wo eine vernünftige Marke hintersteckt. Und die sind jetzt zum Beispiel von Osram, sodass man halt sicherstellen kann, dass die Dinger halt auch ein bisschen länger leben. Und EMV-kompatibel sind. Das ist oft ein Problem. Dann hast du vielleicht kein Handyempfang. Ja. Es gibt da Probleme. Das hinten Project Camper, die sind absolut dicht. Du hast die Originalfenster genommen. Alles so original wie möglich. Keine Campingfenster hier rein. Max-Fan für die Belüftung. Das ist fein. Die Küche, ein Highlight. Die Spaltmaße hier. Guck mal hier oben drauf. Du hast diesen Ausschnitt weiterverwendet. Dann führt sich auch das Muster durch. Genau, die ist aus einem vollen gefräst, die Platte. Sodass halt die Maserung schön durchgeht. Das hättest du ja mal besser putzen können hier. Guck mal hier. Das war aber ich. Das warst du. Ja, wenn sie das macht, wäre das ja schön. Das sieht man aber in der Kamera nicht so gut. Also da ist jetzt ein Ceran-Kochfeld drin? Genau, das ist ein Induktionskochfeld, wird vom 3 kW Wechselrichter gespeist. Jetzt mich verarschen. Ihr habt einen 3 kW Wechselrichter drin. 400 Ampere Lithiumzellen an Bord. Das heißt, damit kannst du... Welche Lithiumzellen? Bultron. Bitte? Bultron, 2x200 Ampere Polar Bultron. Okay, und der Wechselrichter, was ist drin? Victron, oder? Nee, ist ein Active tatsächlich. Ah. Ja. Und das macht gut? Der macht, also preis-leistungstechnisch stehe ich dahinter, ja. Ist der laut beim Laden eigentlich, wenn aufgeladen wird? Also du meinst, wenn er in Betrieb ist, der wechselt? Ja genau, nachts zwar nicht, also wenn du jetzt dranhängst und dann wird also das Ladegerät selber, das ist ja von Votronic, also nur der Wechselrichter ist ja von Active. Und das ist leise. Das ist leise, der hat auch so einen Silent-Nachtmodus, dann hört man den eigentlich gar nicht mehr. Aber meistens ist es so, oder auch das ist so das Feedback von den Kunden, die Fahrzeuge sind ja nicht dafür gedacht, jetzt wochenlang auf dem Campingplatz zu stehen, sondern man reist ja aktiv damit. Und aber ich kann ihn nachts leiser machen, das geht, genau, also der Nachtmodus, der ist drin. Aber sag mal, im Fahrbetrieb wird meistens so viel Strom gewonnen, dass man das nachts kaum noch nutzen muss. Ne? Das hier ist auch gefräst, auf einen Millimeter. Ja, oder? Auf unserer ist Millimeter oder Zehntel, was kann die? 2 Zehntel, glaube ich. Guck mal, wie krass genau das ist. Und das habt ihr reingefräst, das Muster. Wird das anschließend nochmal zugemacht oder kann sich das nicht zusetzen jetzt mit irgendeinem Dreck oder so? Theoretisch könnte sich das im gewissen Maße zusetzen, aber das Holz ist so robust und widerstandsfähig, da kannst du mit einem nassen Schwamm durch und das sauber putzen. Das einfach reinigen, okay. Ja. Mit der Bürste oder so kannst du einfach sauber machen. An der Seite, auch das habt ihr hier so eine Sichtnut da reingemacht. Das sieht natürlich schick aus. Mach mal bitte auf, die Spüle. Die Spüle gab es CAD-Daten? Von der Spüle ausnahmsweise nicht, aber das ist eine relativ einfache Konstruktion, die habe ich nachgezeichnet. Die hast du echt nachgezeichnet? Ja, das hat doch mindestens 10 Minuten, aber es muss ja so genau sein. Ungefähr, ja. 10 Minuten, ja. So, der Wasserhahn, da gibt es eine Story zu.
Ja, ist ein Konstrukteur aus Hamburg, der auch bei uns des Öfteren schon mal war und den wir inzwischen persönlich kennen. Und auch da kriege ich natürlich alles an CAD-Daten und ist für diese Fahrzeuge perfekt geeignet. Wie funktioniert der? Weil da ist ja nichts. Wir haben jetzt kein Wasser im System, aber im Normalfall ist es so, du kannst hier unten halt ganz rechts gedreht wäre aus, in der Mitte ist kalt und ganz links wäre Warmwasser. Dann hat man hier einen so einen Schnellverschluss, da tippt man einmal drunter und dann würde der Stand, wie er jetzt hier unten eingestellt ist, einfach das Wasser freigeben. Cool, also wenig Gedöns und der Wasserhahn hält auch die Klappe. Genau. Das ist so cool. Muss man halt vorher einmal in der Konstruktion prüfen, ob das auch alles passt, ne, mit den Radien der Rückwand und so weiter, aber das haut so hin. Sehr schön. Und ja, ich meine, wenn man halt alles am Rechner macht, dann passt es auch anschließend. Du bist da nicht allein. Es gibt da viele, die das gut machen. Ich habe zuletzt einen Van gesehen von Alpha Van, den hast du vielleicht auch mal geguckt, das Video, die da sind. Die haben ein anderes Konzept, finde ich. Also das Alpha Van Konzept ist nochmal so ein bisschen, die haben da jetzt Wert gelegt auf ganz viele Gimmicks und so weiter. Bei dir ist es so, das Zeug soll so sein, wie als wäre es ab Werk von Mercedes-Benz. Und warum, das ist die Frage, warum hast du keinen MBRC genommen? Es ist ein langes Thema. Also wir wollen eine eigene Plattform hier haben, die fahrzeugübergreifend ist. Und ich bin mit den Kollegen von Mercedes im permanenten Austausch, auch was Kommunikation zum Fahrzeug angeht. Und da merkt man halt einfach, umso größer das Schiff ist, umso träger wird es. Sehr schön, das ist eine gute Antwort. Aber das hat lange gedauert. Dann wurden die Steuergeräte mittendrin ausgetauscht, die waren nicht mehr kompatibel. Dann waren auch Lieferzeiten ein echtes Problem. Also teilweise, dann sind die Werkstätten, die eine kennt sich sehr gut aus, die anderen haben überhaupt keine Ahnung von MBRC. Ja. Und hier, was habt ihr jetzt entwickelt? Das ist jetzt ein System, was von der Firma Avicon stimmt? Die ist hier, die Firma Avicon. Genau, die stehen hier gerade und gucken fleißig zu, dass ich keinen Quatsch erzähle. Genau, wenn du mal gerade einmal rufst, bitte, sei mal so lieb. Die stehen hier, wir sind übrigens in der Einflugschneise, wir stehen hier auf dem Parkplatz. Da vorne ist die Messe, da geht's gleich ab. So, Avicon heißt die Firma. Komm ruhig mal hoch. So, hallo. Du bist voll... Du bist echt krank. Du bist ein ganz kranker Typ. Ja. Du hast einen Wohnanhänger gebaut mit einer riesen Mastervolt-Anlage drin vor 2 Jahren. Genau. Das ist heute nicht mehr Stand der Technik. Du hast die Steuerung mitentwickelt. Genau. Das muss funktionieren. Du sagst, also es kann nicht sein, du machst sie an, da geht was nicht. Nee. Wie testet ihr denn die Bedienung? Weil ich kenne das im Automotive-Bereich, da gibt es so Leute, die immer so 5 Tasten gleichzeitig drücken, um zu gucken, ob irgendwas abstürzt. Ja, wir machen es generell so. Wir haben es ja bei uns im Team, wir haben ja Entwickler. Ich bin immer so das Maß der Dinge. Ich prüfe alles, was ich... Sag das nochmal. Ich bin... Das Maß der Dinge. Die Messlatte auch Nein, so groß ist. Ich habe einen sehr hohen Anspruch, was die Software betrifft, die Bedienbarkeit. Die hat sich gerade totgelacht, hast du gehört? Ja, ist nicht schlimm. Nein, aber... Ich finde gut, dass du ein gutes Selbstbewusstsein hast. Das finde ich. Das braucht man auch, weil wenn ich es nicht habe, wenn Kunden kommen mit einem höheren Anspruch manchmal wie ich. Und wir geben es dann auch gern Kunden. Wir haben auch Kunden jetzt, die als Beta-Tester für uns auch Aufbauhersteller einfach mal testen. Und wir nehmen dieses Feedback an und versuchen das sehr schnell auch umzusetzen. Klar, wir sind auch nur Menschen, ab und zu ist ein Bug drin, aber wir schaffen das immer in 1 bis 2 Wochen mit einem Software-Update. Aber kein M-Bug. Nein. Okay, das sagen wir mal. Wir wollen das Auto nicht anfassen, wir machen Insellösungen. So, es geht darum, ihr müsst quasi die proprietäre Datenlandschaft aller Steuergeräte, die ihr da einbaut, erstmal erkunden. Genau. Warum habt ihr noch nichts für einen Max-Fan geschrieben? Max-Fan, wie gesagt, können wir jetzt hier steuern. Das habe ich jetzt übernommen. Ja, genau. Wie denn? Das geht gar nicht. Also es ist in der Software in der Oberfläche noch nicht hinterlegt, aber wir haben Schaltsignale oder Ausgänge genutzt, die das System sowieso schon bietet. Das heißt, jetzt muss ich mich mal hier einmal durchseppen. Das wäre unter welchen 4 Würfeln? Genau. Warte mal ganz kurz. Mein Gimbal hat sich verabschiedet, warum auch immer. Ich muss es noch einmal kurz aktivieren. Das lassen wir aber drin. Das finde ich geil. Das ist meine Technik. Für 5 €. Diese 4 Schaltflächen, die werden jetzt noch ersetzt gegen ein Symbol für den Max-Fan. Und jetzt ist zum Beispiel auf dem Symbol die Einschaltfunktion gelegt. Jetzt muss ich noch richtig treffen. So. Das heißt, der Max-Fan ist jetzt schon an, der ist jetzt auf der langsamsten Stufe, deswegen hören wir nicht. Aber ich könnte ihn jetzt halt hier drüber auch... Nochmal, du hast es geschafft, nicht nur an-aus, sondern die Funktion des Max-Fan. Genau, also die Geschwindigkeit, die Drehrichtung und das Ein- und Ausschalten. Das sind also die Funktionen, die eigentlich am wichtigsten sind. Und alles Weitere, denke ich mal, kriegen wir über die Software am Ende hin. Genau, richtig. Nächste Woche haben wir die Programmierer wieder da, dann werden wir das Icon anpassen. Mach nochmal, ich glaube das nicht, was du gerade gemacht hast. Du kannst den Max-Fan steuern. Ja.
Komm, die hält doch hier die Fernbedienung von unten. Und Wirklich nicht. Wirklich nicht. Nee. Du kannst auch die Geschwindigkeit einstellen und auf und zu und die Drehrichtung ändern. wie habt ihr das denn gemacht? Weil normal ist da eine LED dahinter und du gibst irgendwelche Signale. Wie ging das? Also vom Max-Fan aus auf der Platine gibt es eine Schnittstelle. Gibt natürlich keine Daten dazu, aber man muss mal ein bisschen, man muss natürlich mal ein bisschen auch experimentieren. Das heißt, wir haben einen Versuchsaufbau in einer Firma gehabt, haben mal geschaut, wie ist die Belegung davon. Aber haben die keinen Bock mit euch zu kooperieren oder sind die zu groß? Weil das ist ja Weltmarktführer auf den Lüfter mittlerweile. Ja, also wir sind ja nun mal noch, also gerade jetzt Monster Van ist natürlich noch ein ganz kleines Lichtchen. Ne? Und da ist es manchmal schwierig, bei großen Firmen einen vernünftigen Weg zu finden. Es gibt Firmen wie auch Mercedes zum Beispiel, die sind da ganz offen, die kommen auf uns zu und helfen uns. Manche andere Firmen nicht. Aber beim Max-Fan ist es tatsächlich so, da habe ich gar nicht erst angefragt. Das habe ich einfach mal probiert. Hast du mal probiert? Autotherm, wie habt ihr das gelöst hier? Geht auch über das Display? Geht auch über das Display, lässt sich aktuell nur ein- und ausschalten über das Richtig, Display. genau. Genau, und die Temperatur vor Wahl, das wird über das separate Bedienteil von Autotherm eingestellt. Aber Das Ein- Außer schon cool. Du Ja. kannst auf der Skipiste sagen, hier hätte ich das gern. ist das Wichtigste, genau, dass du von außen drauf kommst. Ne? Ich glaube, wenn man nicht im Fahrzeug ist, dann ist es einem relativ egal, wie warm es am Ende hier drin wird. Hauptsache es wird warm. Und wenn man dann hier drin ist und einem ist es zu warm, dann macht man halt die Tür auf. Ne? Da unten das Wasser, mach mal dran. Was steckt denn da dahinter? Es sieht aus Android oder was hast du mal? Also das Betriebssystem läuft auf Android. Wir haben eine Software entwickelt, die auf der Plattform läuft. Wir haben hier im Prinzip einen Mini-PC embedded. Wir haben es gesperrt, da läuft nur Avicon drauf und die Apps, die wir freigeben, mit dem Aufbauhersteller zusammen. Und hier bei Wasser zum Beispiel, deine Frage bestimmt. Also wir können aktuell messen in Millivolt 0 bis 180 Ohm und die CBE digital. Wenn ein Kunde jetzt einen Sonderwunsch hat, irgendeinen Sensor, jetzt arbeiten wir demnächst noch mit Supersense zusammen und dann kriegen wir auch die... Die Dinger sind übrigens, ich finde die nicht so toll, weil also bei mir funktionieren die Halbzeit nicht. Aber ihr habt kein Problem. Zu mir kamen 4 Aufbauhersteller, die haben gesagt, es ist das Beste, was die kennen, ob wir es implementieren. Das ist das Beste, was sie kennen. Bis jetzt, ja. Ich will wieder Ultraschall, ungenau und funktioniert, ja. Weil die Supersense setzen sich immer zu mit irgendwie Kacki und bei den Sensoren. Ihr habt ja eh keinen Schwarzwassertank, oder? Schwarzwassertank habt ihr keinen. Nee, hier in dem Milch ist nur ein Grauwasser und Frischwasser. Also ihr habt Grauwasser und Fischwasser. Wir haben eine Trenntoilette hier drin, das könnt ihr messen. Ist hier Supersense drin eigentlich? Was ist hier drin? Supersense-Sensor, was hast du reingemacht? Oder ein Das Stab? sind jetzt diese Stäbe, genau, 0 bis 190 Ohm, ja. Okay, das heißt, je nachdem wie tief der drin ist, der Stab oder das Wasser ist, dann hat er einen anderen Widerstand und der wird ausgelesen. Das ist sehr genau, oder? Das ist an und für sich genau genug. Also man muss jetzt nicht auf den Liter genau messen. Kannst du das eingeben? Wir können in 1% Schritte visualisieren. Also Wie machst du das Schwappen und Schwallen? Das wird also nur alle 5 Minuten gemessen, oder? es ist so, durch die Aktualisierung, wir haben im Prinzip eine Intelligenz in der Software hinterlegt, die das einfach erkennt, dass der Kunde nicht immer bei Fahrt, jetzt bewegen wir, du siehst, das sind ungefähr so 5 bis 6 Sekunden, wir waren gerade im Stand 35, also da ist, glaube ich, so ein Timing drin, 3 bis 5 Sekunden und dann passt das immer wieder an. Also während der Fahrt am besten nicht ablesen, sondern wenn man steht. Ja, gut, man kann es noch ein bisschen träger machen, das könnten wir in der Software hinterlegen. Aber so ist schon gut. Ja, wenn einer steht, ist interessant bei der Fahrt, denke ich. Und was kann man noch machen? Kann man Super Mario spielen auf dem Ding? Nee, kann man nicht. Ist gesperrt. gesperrt. Wir haben noch ein Ablassventil. Sag mal. Hier könnte man das Ablassventil einsteuern. Elektrisch? Ja, natürlich. Das ist ja cool. Auch ein zweites. Wir haben hier noch eine Modi. Die Besonderheit bei Avicon, wir haben eine KI hinterlegt, dass der Kunde zum Beispiel, haben wir jetzt hier noch nicht aktiv, werden wir im Nachgang noch machen. Wir können zum Beispiel bei Frischwasser sagen, ein Frostmode. Wenn du keine Tankheizung hast, können wir mit unserem Temperaturmesser triggen und können sagen, hey, Achtung, der Tank könnte gefrieren, dann öffnet er automatisch und lässt Frischwasser ab, dass der Tank nicht kaputt geht. Das ist ja keine KI. Das ist, Ja, in dem Sinne das nicht, aber wir haben noch Events. Ja, genau, das sind Eventbefehle. ist jetzt alles KI neuerdings. Ja, viele, die wollen das hören, ja. Wir haben eine KI drin. Was ist da oben Strom? Sag mal, was kann man da machen? Einen Moment, nächste Seite. Strom wäre Strom ist hier, Gesamtübersicht, dann sieht man den Ladebooster, Landstrom, Solar, Gesamtverbrauch, einfach mal Currents, wenn ich den großen Schand habe. Wir haben jetzt auch einen Einfachschand, dann wird einfach nur die Gesamtmenge angezeigt. Erklär mal, was ein Schand ist. Ein Schand, was ist ein Schand? Ein Messschand misst alle Ströme in einem Fahrzeug, visualisiert für den Kunden und mit diesen Messdaten können wir, wenn wir wissen, die Batterie hat 200 Ampere und wir haben einen gewissen Verbrauch, errechnen wir hier ein sogenanntes Time Remaining. Das heißt, der Kunde sieht nachher in echt jetzt... Wie lange hält die Batterie noch? Was hast du drin? Ich habe also was meinst du jetzt? Die Batterien, Ja, 400 Ampere? 400 Ampere. Das große Schand ist drin, ne? Er muss gleich errechnen und es steht hier ein Time Remaining, da steht dann Tag, Stunden und Minuten. So, sobald jetzt, klar, ist jetzt voll, dann ist unendlich, kein Verbraucher dran. Genau, mit oder 1 wenig. Ampere kann er jetzt noch nicht rechnen, sobald der Verbrauch hochgeht.
Er rechnet erst, der Kunde hat immer die Sicherheit, er weiß, wie lange er steht. So, der große Wurf wird ja sein, wenn du mal bei diesen Hümers dieser Welt, die sagen, wir kommen an Avicon nicht mehr vorbei. Ist das so kompliziert, was zu bauen, was funktioniert eigentlich? Warum kriegen die es teilweise selber nicht auf die Kette? Es ist so, wir hatten jetzt das erste Mal, durften wir mit den Großen reden. Sie sind aufmerksam geworden, sie kamen jetzt die letzten 3 Tage zu uns. Und wir werden jetzt im Nachgang mal so ein Profil erstellen, was wollen die wirklich. Ich sag, wir haben jetzt ein System, wir haben das mal reduziert, 6 Lichter, 2 Tanks oder 3 Tanks, 2 Pumpen. Bei den Großen, da reden wir von 20, 30 Lichter, Ambiente oben, unten. Unsere Hardware ist jetzt so weit, dass wir sagen, wir können Customized Board machen für die Aufbauhersteller oder für die Großen und können customizen in kurzer Zeit, dass wir auch diese Mehrkanäle oder man nimmt jetzt Zusatzhardware dazu, das konnte man letztes Jahr noch nicht. Jetzt haben wir im Prinzip einen Master und können erweitern. Dann gut, der Du Preis. bist da seit Jahren dran. Ich habe dich gefilmt vor 3 Jahren, da ging das schon so ein bisschen. Also 3 Jahre ist die Idee entstanden, seit ich bei der Klartrax bin. Komme aus der Automotive und ich habe gesagt, das kann nicht sein, dass die Hersteller bei 300.000, 400.000 Euro sich 10 Displays einbauen. Der Kunde steht davor und verzweifelt. Ja. Ich denke, die größte Hürde ist, alles unter einem Hut zu kriegen. Richtig. Weil die Hersteller selber, die machen natürlich so ihr eigenes Ding ganz gerne. Es gibt ja ein gutes Argument. Sie können sagen, naja, einzelne Bedienteile sind viel besser. Wenn da mal was ausfällt, ist ja Camping, kann man viel besser machen. Also es gibt da immer, kann man denn die Bedienteile irgendwo versteckt dann noch drin lassen? Aktuell sind sie versteckt verbaut. Zum Beispiel Wo denn? Wir machen es so, wenn wir Kunden nachrüsten, die haben das Brett und der Platz ist gegeben, schieben wir es nach hinten und bauen das Display davor. Das heißt, redundant sind die nochmal. Genau, richtig. Ja, das ist doch cool. Ja. Also dann mach mal auf bitte. Ich will mal sehen. Also hier ist jetzt keins Hier ist drin, nix. weil wir vollumfänglich... Ja, nee, ich will nur mal sehen, wie ihr das eingebaut habt. Das heißt, da ist ein kleiner Rechner drin. Genau. Man kann sowas kaufen, so ein Android Embedded oder. Genau, ihr müsst es bei uns komplett kaufen, weil unser Betriebssystem drauf ist. Ihr bekommt einen Avicore und ein Display ist im Set immer enthalten und der Stand ist bei uns optional. Hat das gut eingebaut eigentlich? Perfekt. Wirklich, also manchmal muss ich Bilder machen und anderen Aufbauherstellern sagen, wie sie es einbauen könnten. Aber das ist ziemlich gut, muss ich sagen. Hat er natürlich konstruiert Und vorher am Rechner. Es ist auch wartungsfreundlich. Man kommt an die USB rein, an die SIM-Karte, man kann schnell Updates einspielen. Ich glaube, das war von dem Kollegen von Avicon aus Spanien einer meiner ersten Fragen. Schick mir mal die CAD-Daten durch. Achso, weil du die abgemessen hast, oder? Nee, ich wollte sie von ihm haben, damit wir es einbauen können. Achso, ihr hattet keine? Doch. Nee, da hatten wir noch keinen Kontakt, da hatte ich mit Spaniern okay, Kontakt. Ne? genau. Und das war dann so mein Fragenkatalog, wenn ich den Erstkontakt aufbaue, gibt es CAD-Daten? Ja, okay, dann können wir weiter. Du bist Schwabe, oder? Ich bin Schwabe, ja, man sieht es ja, echter Schwarzwälder. Echter Schwarzwälder. Jetzt, da unten ist ein Router drin, das sieht aus wie ein Industrierouter von Teltonica? ja, der Klassiker. Da hat jemand auch, Karatec hat eine neue Bedienoberfläche für den entwickelt. Hast du die gesehen? Habe ich noch nicht gesehen, aber wir haben Date auf der Messe, da muss ich auch noch hin. Geh mal hin, weil die ist so gut, dass der Endkunde die jetzt bedienen kann. Weil der Endkunde kann, wenn er kein Informatiker ist, nicht so gut bedienen. Das ist ein richtiger Router. Genau, also da ist schon, mit IT-Kenntnissen kann man eine Menge machen, das ist so, ja. Aber für unseren Test, wir haben eine SIM-Karte reingesteckt, eingeschaltet, hat sich auch verboten. Gegen. Ne? Ja, man darf halt keine PIN hinterlegen, ne? Und dann funktioniert das auch. Aber gerade so, wenn man mal irgendwie einen Gastzugang erstellen möchte und da ist die Oberfläche doch ein bisschen holprig noch. So, sag mal, wie kommst du eigentlich klar in so einer Männerwelt hier? Die sind ja hier tief drin, das sind alles nur Kinder hier, habe ich das Gefühl. Ja, die sind voll begeistert, wenn ihr Spielzeug funktioniert. Ist doch schön, oder? Du kommst damit klar. Also das so irgendwie, du hast ja schon 2 Kinder, jetzt brauchst du nicht noch 5 andere. Nee, die lassen mich ja in Ruhe. Die lassen dich in Ruhe. Die machen ja gute Arbeit. Also es geht euch darum, Perfektion zu machen. Du bist voll in deinem Element hier drin bei der Entwicklung. Ist das schade, wenn man erstmal kein Geld verdient, so, weil ich sag mal, ihr musstet ja jetzt erstmal hart entwickeln. Wichtig ist, dass wir einfach ein funktionierendes System auf den Markt bringen. Deswegen sind wir auch nicht zu den Großen gegangen. Wir sind wirklich mit Bodybuildern, die 10, 20, 30 Fahrzeuge bauen, haben mit denen zusammen den Bedarf ermittelt. Wir haben jetzt auch eine neue Besonderheit. Wir machen das auch jetzt, Avicon ist customized. Das heißt, später, wenn wir fertig sind mit dem Update, ist hier oben auch ein Brand vom Aufbauhersteller. Wir wollen, dass er wiedererkannt wird. Wir bleiben nachher nur noch powered by Avicon. Das heißt, ihr könnt OEM dann werden für die anderen. Wir haben nachher ein Boot-Logo drin. Wenn das hochfährt, kann er sich personalisieren. Da kann Morello sein. Also, da kann alles drin sein. wenn ich überlege, dass im Morello noch ein CBE drin ist. Wobei, ich meine, die Besonderheit von unserer Hardware gegenüber dem Wettbewerb ist, wir haben wirklich einen Ersatz zum Elektroblock. Elektroblock raus, Avicore rein. Wir haben auch mittlerweile fertige Kabelsätze. Okay. Nur bei CBE gibt es halt 56 Varianten. Da muss man noch ein bisschen dran arbeiten, aber wir sind dran. Mach nochmal hoch, da kann man schön sehen, die SIM-Karte ist hier
hier bei der Hardware, ich meine, du kannst in China kaufen, was du willst oder wo auch immer, aber hier habt ihr was Schönes gekauft, da ist ein richtiger LAN-Anschluss dabei und die SIM-Karte inklusive. Das heißt also, ist das so? Es ist so, diese Geräte haben alle, wir liefern sie nur mit einem Wi-Fi-Modul aus, weil sehr viele Kunden haben zum Beispiel bestehenden Router. Dann nutzen wir da an. Wenn der Kunde sagt, ich habe keinen Router, ich habe kein Internet, ich brauche das nicht, um zu gewährleisten, dass unsere App funktioniert, haben wir hier eine Vorbereitung. Man kann hier eine MMC-Karte umrüsten, dann kann sie Wi-Fi, 3G, 4G oder 5G, das was der Kunde möchte. Das würde aber gehen, dass der Kunde sagt Plug and Play. Genau. Zum Beispiel die Vermieter möchten ja immer wissen, wo ihr Fahrzeug steht. Genau. Das ist ja auch so ein Thema, um es notfalls abschalten zu können. Wir haben 2 Vermieter aktuell, die mit uns 10 Fahrzeuge gebaut haben. Und es kommt ziemlich gut an, aber die nutzen den Router und nutzen das Signal des GPS von Teltonika. Sehr schön. Also das ist mit drin. Das GPS hat er schon, der Teltonika. Der Teltonika, ja. Okay, schön. Dann weiß er nämlich auch, welches Netz er sich einwählen soll. Großer Vorteil hier. Erstmal vielen Dank zu dir. Gerne. Das kann ich jetzt duplizieren. Gibt es eine App fürs Handy auch? Natürlich, er hat sie installiert. Ich Zeig mal. kann sie gerne mal zeigen. Und das läuft denn wie über Bluetooth, Wi-Fi oder auch über 4G? Wir machen kein Bluetooth. Bei uns geht alles extern. Entweder over the air oder intern im bestehenden Netzwerk. Man sieht jetzt gleich einmal kurz unten eingeblendet, ob wir lokal oder über das Internet eingeloggt sind. Bitte mal ein bisschen steiler wegen dem Licht. Genau, so ist besser. Ja. Sag mal, die GUI, wer hat die entwickelt? Die hat der Hector entwickelt. Das Produkt kommt aus Spanien. Wir produzieren auch in Spanien nach Automotive-Richtlinien. Wir sind EMAG zertifiziert. Wir haben einen EMV-Test, also alles, was die Automotive uns abverlangt hat, mit dem Schütteltest, Labor, ist alles vorhanden. Ihr seid jetzt 3 Jahre im Voraus. Ja, angefangen hat der Hector vor 5 Jahren. Ich bin dann dazugekommen und dann haben wir noch die Wünsche, sage ich mal, auf dem deutschen Markt noch mit angepasst. Und wir sind so bereit. Also, sag mal, ist das dokumentiert, wenn Hector jetzt gegen Baum fährt? Ja, das Team ist groß. Team ist groß, also nicht nur Hector. 8 Entwickler, also Hector ist zwar unser Brain, sage ich mal, aber er hat noch mal 8 Mann im Team, die ihm unterstützen. Also er allein hätte es auch nicht komplett umsetzen. Weil die Frage, ich meine, die darf man ja schon mal stellen als großer Hersteller. Was passiert, wenn euer Mastermind, habt ihr eine Backdoor eigentlich entwickelt, dass ihr von überall dann später die Fahrzeuge lahmlegen könnt? Lahmlegen nicht. Was wir haben als einzigster, glaube ich, auf dem Markt, wir können für einen Händler einen Fernzugriff darstellen. Fernwartung oder Fernzugriff. Der Kunde hat dann die Möglichkeit, wenn der Kunde uns über AVNet, wenn man diesen Code fotografiert, generiert sich eine Internetadresse, dann kann der Kunde das dem Campingpartner oder Aufbauhersteller schicken. Dann kann er per Remote drauf in Echtzeit mit seinem Computer. Ist das geil? Überleg mal, das kann zurzeit, können gar nicht so viele. Nein, ohne Computer nicht. Und es ist wirklich, er hatte ein Problem, ich war per Echtzeit auf dem System und habe ihn supportet. Ich könnte zum Beispiel hier, wir haben jetzt auch neu einen Energiemanager auf der 3. Seite, wir exportieren den kompletten Verbrauch, den der Kunde einen Monat hatte. Hier nochmal unsere digitale Sicherungen. Bitte was? Ihr habt digitale Sicherungen? Natürlich. Nochmal aus dem Bootsbau, das heißt, du kannst die von hier aus einen ausschalten? Genau, wie bei Sison zum Beispiel mit dem Koi, sogenanntes Digital Switching bei. Also geht irgendwas nicht, dann siehst du das hier und kannst wieder einschalten. Dann poppt hier der Fehler auf oder auf dem Mobiltelefon und dann kann man ihn per Knopfdruck zurücksetzen. Ich muss nicht irgendwo runterkrabbeln und... Nein, ist vorbei. Man muss keinen Kofferraum ausräumen, nicht in Regen stehen. Wenn nach 3 Mal setzt er ihn zurück und dann sagt er, bitte Fachhändler anrufen. Dann kann er per Remote auf das System kontrollieren, woran es liegt. Aber bei uns war es so, wenn die Sicherung 3 Mal fällt, ist die Hardware defekt. Aber oft bei den kleinen Verbrauchern wie 12 Volt, je nachdem, was man mal einsteckt in der Steckdose, fällt die Sicherung. Habt ihr eine Bedienungsanleitung integriert eigentlich im System? Ja, natürlich. Wir haben hier unter Männchen, wenn der Kunde einstellt und Avicon sagt, was verbaut ist, wird aus unserer Cloud das aktuelle Datenblatt zu jedem verbauten Gerät hinterlegt und der Aufbauhersteller kann seine Dokumentation auch hinterlegen. Und wenn einem das Display zu klein ist und einer noch einen Fernseher mit einschließt, hat jedes Display einen HDMI-Output und dann kann ich mir eine Anleitung auf dem Fernseher nochmal nachlesen. Kann ich die auch duplizieren im Fahrzeug? Kann ich mir ein Slave-Display oder sowas? Zu jedem Master sind 5 weitere Slave möglich. Okay. Es kann ein Mobiltelefon sein, iPad, Tablet. Und unsere neue Besonderheit, wir haben eine Kooperation, Dynavin, ESX, alle Android-Radios, wir laufen. Sag mal, Tiny Houses, hast du da mal drüber nachgedacht? Ja, wir haben in der Schweiz gerade ein Projekt. Weil ich mache ja ganz viel Tiny House-Videos. Ja, gerne, wenn du einen Kunden hast für ein Pilotprojekt, wir sind bereit. Weil das ist ja nicht nur für ein Fahrzeug, Tiny House, kannst du alles machen. Weil die Boote auch? Marine ist jetzt der nächste Step. Nächstes Jahr will Avicor auch in die Marineschiene. Wir sind jetzt durch dies, dass wir Mastervolt Premium-Partner sind und nur Mastervolt machen, haben wir uns entschieden, wir haben den Masterbus erst probiert, aber der ist Kommst du aus der Alp, aus der Schwäbischen Alb? Ich komme aus Rottenburg am Neckar in Tübingen. Okay. Unsere Firma ist in Tuttlingen. Das finde ich so geil. Ja, das ist schon mal bis Ich liebe dich so sehr dafür. Ja. Genau. Und wir werden den NMA 2000, da gibt es später ein Interface und übersetzen dann im Prinzip die Sison-Welt oder NMA 2000 auf Avicon.
Cool. Also, liebe Hersteller, die das Video sehen, ich meine, du kannst ja quer verlinken, dann kannst du mal sehen. Ja, Ich meine, sein Anspruch ist schon ziemlich hart, oder? Ja. Also ich habe immer das Gefühl, das ist aber das Mindeste, oder? Ja, Minimum. Es geht noch mehr, aber Ja, also es muss den Qualitätsstandard, den wir hier bieten oder den ich hier bieten möchte, ich meine, ab da geht's los. Da geht's los. Und schön. Ich muss dich rausschmeißen, weil... nur noch eine Sache, die ich sagen möchte, die man hier nicht sieht, was wir ganz neu haben. Wir haben jetzt integriert auch die T-Tronic. Wir sind mit Kooperationspartner und können mit einer App, das ist unsere Vision, wir wollen eine App für alles. Alle Hersteller, wir sind bereit, wenn ihr möchtet, auf unser das will der Musk auch. Der will eine App für alles. Ja. Mit X Geld abheben und... Das Problem ist ja immer, nachher hat jeder ein iNet X, dann hat der eine Box, der Kunde hat 3, 4 SIM-Karten im Auto. Das soll alles integriert werden in eine. Warum nicht? Und wir haben es bei uns auf dem Messestand, man drückt auf die Tronic, man hat es drauf. Ich komme ja zu euch. Gerne. Also ihr habt ja ein Fahrzeug gebaut, den Ford, der steht bei Alpine, da ist das System auch drin. Genau. Und dann bin ich am Sonntag um 10 Uhr bei euch. Und dann wird gefilmt, Ja. bis der Arzt kommt. So. Du darfst jetzt gehen, sag deinen Namen nochmal. Johnny Umerowski. Nochmal? Johnny Umerowski. Umarowski. Du bist Italiener. Nein, mein Vater ist Mazedonier, die Vorfahren waren mal Türken und die haben diesen Namen ein bisschen umgebaut und haben überall immer ein Ski hinten dran gehängt. Aber so dieses Selbstbewusstsein, hattest du das schon als Kind? Weil da war es ja ein Albtraum für deine Mutter, oder? Ja, ich habe noch einen Zwillingsbruder, also Scheiße. wahrscheinlich sehr schlimm für meine Mutter. Aber er war wohl der Ruhige und ich war der Aktive. Aber du hast schon Durchsetzungsvermögen, oder? Du bist so eine Dampfraum. Das braucht man. Ja, das brauchen wir. So. Würden wir sowas nicht voran. Muss ein Schluss machen, wir müssen das Auto noch zeigen. Komm, sonst werden wir nicht mehr. Erstmal vielen Dank. Ich zeig mal hier, Avicon heißt der Laden und dein Laden heißt KLA Trucks. Und richtig cool. Ich muss korrigieren, ich bin bei der KLA Trucks beschäftigt. Ich bin seit 3 Jahren vor Ort und bin der Vertriebsleiter, mache die Entwicklung für die Produkte und betreue Aufbauhersteller. Wie auch immer. So, Ja, das danke. kriegen wir hin. Du bist ein cooler Typ. Dich habe ich gefilmt sag's nicht, in Bern. Gerne. Haben wir das gemacht. Vielen Dank. So, dann zeigen wir mal ein bisschen. Wir gehen auch gleich mal nach hinten. Das ist ein Querschläfer, Bettlänge. 1,95 Meter. 1,95 Meter. Mach mal hoch. Auch das wurde natürlich am Rechner entwickelt. Natürlich. Da hast du dir nicht bei Dometic ein Bettgestell bestellt. Könntest du, wenn es passen würde und die CAD-Daten hätten und deinen Qualitätsanspruch entsprechen würden. Aber das kennt man aus der Steuerungstechnik. Das sind diese Bosch Rexroth-Profile. Genau, also der Fachbegriff sind, glaube ich, Konstruktionsprofile und dann gibt es die halt von Bosch und Item und wem auch immer. Ne? Das heißt, du kannst holen, was du willst. Sobald die CAD-Daten haben und da ist dann genau definiert, was haben die für eine Traglast, was haben die für eine... Genau. Oder alles. Ja, genau. Also man kriegt ein vernünftiges Datenblatt von denen und man kann gerade mit solchen Profilen echt exzellent in so einem CAD-Programm arbeiten. Aber wir kommen an die Belastungsgrenzen eh nicht dran. Also das ist so ein bisschen zweitrangig. Wir machen es halt, weil es leicht ist, weil es hochstabil ist. Und Sieht gut aus. Sieht gut aus und man hat viele Erweiterungsmöglichkeiten. Auch wenn man sich hier mal noch was dranhängen möchte oder sonstiges, ist man ja über die Konstruktionsprofile, über diese Schienen hier, über diese Nuten völlig frei. So, du kannst super lüften. Flexen die auch ein bisschen? Also den Flex kriegen wir dadurch hin, dass wir natürlich dieses Wabenmuster haben und nicht eine ganz steife Verschraubung. Und die Matratze ist eine sehr, sehr hochwertige. Also wir haben Kunden oder mehrere, die wollen immer diese Federteller haben. Und dann sage ich denen, legt euch mal auf unser Bett drauf, probiert mal diese Matratzen aus. Und dann sagen sie danach, gut, das sparen wir uns, diese Kunststoffteller. Und dann sind sie damit immer ganz glücklich. Sehr schön. Und hier unten, auch das wurde alles reinkonstruiert. Ja, das Thema Bett ist ja oft so eine Geschichte, wo die Frauen gerne 2 Betten hätten. Der Mann schnarcht. Ja. Schnarcht er? Nee. Schnarchst du? Ne, auch nicht. Ich denke nicht. Aber kannst du dir vorstellen, also das Thema Schlafen und Betten, das muss doch passen. Also die Matratze muss doch gut sein, oder? Auf jeden Fall, sonst macht es ja keinen Spaß. Und man will ja auch Energie im Urlaub haben. Und genau. Sag mal, das hier ist ja jetzt ein Quantensprung, was ich heute sehe. Ich meine, das letztes Mal, das war ja schon nicht schlecht, das Fahrzeug. Aber das hier, das ist ja auch eine besondere Herausforderung. Wir sind auf 6 Meter, genau 6 Meter. Ein Querschläfer mit einer Bettlänge von fast 2 Meter. Genau, 1,95, ja. 1,95 und ja, eine Benutzbarkeit. Hier drin kannst du dann deine Mountainbikes reinmachen. Wie kriegt man das denn fest hier oben, damit es steht? Das Bett bleibt jetzt so, wie es ist im Stehen, aber wir haben es absichtlich nicht fest
gemacht, weil wir nicht möchten, dass der Kunde mit aufgestelltem Bett fährt. Das ist einfach zu gefährlich, wenn es mal runterschlägt oder so. Und die Mountainbikes jetzt die Mountainbike selber. Wir haben hier vorne eine Airline-Schiene auf dem Boden. Da kann man dann halt diese Aufnahmen für die Gabeln, wenn man eine Steckachse, oder gibt es ja eigentlich für jede Achse, ne, installieren. Oder du hast halt seitlich nochmal Airline-Schienen, an denen du was fährst. Aber dann muss ja spätestens hier, das Bett muss ja dann oben bleiben in dem Moment. Also wir haben es mit dem 27 Zoll probiert. Ach, das Bett kannst du zumachen. Dann, Ja, das passt. und das Mountainbike geht rein. Ja. Also Vorderrad raus und dann funktioniert es. Das passt, ja. Dann passt, Das okay. ist, also genau die Höhe haben wir ein bisschen ausgetüftelt, dass man eigentlich, ich sag mal, alle gängigen Fahrräder vom E-Bike bis zum Single-Speed da reinkriegt. Was ist hier drunter? In dem Moment? Achso, das bleibt stehen. Jetzt im Betriebszustand bleibt es stehen, während der Fahrt geht es runter. Während der Fahrt soll es einfach unten liegen, ne, wegen der Gewichtsverteilung und also ist einfach zu viel Masse, wie da stehen würde. Zeig mal bitte. Ja. Hier unten haben wir jetzt Staufächer. Ich mache mal hier die Mitte auf, die ist vielleicht ein bisschen interessanter. Da sind noch die Fahrradträger gerade drin. Im unteren Bereich, hier hinten sind die Lithiumzellen, hier vorne sitzt der Wechselrichter und in der Zwischenwand, die wir hier zur Fahrzeugaußenwand haben, ist die gesamte Elektronik versteckt. Das heißt, da wo die Lüftungsschlitze drin sind, ist das Ladegerät, was halt relativ viel Abwärme produziert, und das ganze Avicon-System, das ist jetzt komplett versteckt, das sitzt dann hier hinter den Platten rechts und links. Da kommen wir gut ran. Genau, es ist wieder so, hatten wir ja schon mal bei dem anderen Besuch mal erklärt, alle Schrauben, die sichtbar sind, darfst du oder sollst du öffnen können, ne? Genauso wie hier unten auch. Die kannst du einfach aufdrehen, dass du an die Technik rankommst. Und da könnte man sogar einen Schnellverschluss drauf machen, hier so mit so, weißt du, drehen, ja, diese Dinger. Richtig, hatten wir auch mal überlegt, aber da geht es auch wieder darum, wenn so eine Schraube mal kaputt ist, kriegt man die in jedem x-beliebigen Baumarkt. Wenn wir jetzt hier überall einen Schnellverschluss reinmachen würden, es geht irgendwas kaputt oder irgendein Schnellmechanismus, dann ist der Kunde immer zwangsläufig auf uns angewiesen. Und die brauchst du ja selten, oder? Die Schrauben. Ja, also da ist halt einfach der Nutzenfaktor zu gering, dass man sagt, wir machen jetzt überall einen Schnellverschluss rein. Ne? Und dann? Wie kommt man da ran? Das ist alles verschraubt. Genau, gell? hier sind überall Gewinde eingesetzt. Also wir schrauben hier nirgendwo ins Holz oder ins Blech rein, sondern hier sind überall Gewindeeinsätze hinter. Das heißt, man nimmt einfach einen Imbusschlüssel, kann die Platten runternehmen und da wäre dann die Elektrik, an die man aber an und für sich nicht heran muss. Also es ist wirklich nur für den Fall der Fälle. Ne? Schön. So, und das sind überall Staufächer, die kann ich und darf ich auch benutzen. Dahinter ist übrigens der Solaranschluss, den gucken wir uns gleich von hinten an, denn du hast einen externen Solaranschluss reingemacht, damit du zum Beispiel diese Faltsolarpanels, die gibt es ja mittlerweile richtig schon in einer guten Qualität, Ja. bis zu 400 Watt, dann anschließen kannst. Und dann hier, Selbe Thematik fürs Wasser. Unten ist ein speziell angefertigter Wassertank für uns. wie viel Tank hast du? Volumen? 110 Liter. 110 Liter. Und Das dann haben ist, wir nochmal 10 Liter in dem Warmwasserboiler. Das heißt, das befindet sich alles im unteren Bereich. Dann haben wir hier hinten an der Wand noch einen Alpfilter sitzen. das heißt, du kannst das Wasser trinken, was rauskommt. Genau, es wird halt alles, was aus dem Tank kommt, noch einmal, das ist ja ein Aktivkohle und so ein Mikroporenfilter. Genau. Das sind die besten Filter, finde ich, also für die Größe. Weil, und die halten auch lange, ist alles Edelstahl. Ist das dein Qualitätsanspruch, Alp? Also das Gehäuse und das auf jeden Fall. Man muss halt die Dinger wirklich pflegen. Ne? Also die Filter sollten da jetzt nicht monatelang im nassen Zustand drin bleiben. Am besten unbenutzt, sodass das Wasser sich nie bewegt. Ja, Ja, dann, genau, das wäre natürlich das K.O.-Kriterium. Aber da gibt es ja auch von dem Hersteller ausreichende Informationen, wie man die zu trocknen hat, wie lange man sie in Benutzung haben darf und so weiter. Ne? Also am besten hier mit einem Edding dann draufschreiben, wann man die reingemacht hat. So mache ich es immer mit einem Ja. abwaschbaren Stift. Ja. Oder einen Reminder setzen, das macht meine Frau immer. Die macht sich dann einen Reminder ins Handy rein, an dem Tag Filter austauschen bei uns bei der Wasseranlage. Macht das bitte, ansonsten ist der Filter nämlich negativ. Dann macht er genau das nicht, was er machen soll. Er schmuggelt die Keime dann auch noch rein. Ja. Cool, also Alpfilter ist mit drin. Genau, Dann und die das hier ist ganzen- Stauraum. Genau, Alles das sonst? ist alles, was hier hinter den Klappen ist Stauraum. Die klappen absichtlich so, ohne Scharniere, ohne alles, damit man, wenn der Laderaum wirklich voll ist, sie auch noch rausbekommt. Wenn man jetzt irgendwie ein Scharnier hätte, dann wird man die Tür wieder nicht aufkriegen, wenn es von der Ladung gesperrt oder gehindert Und das wird. ist easy einzulegen. Das habt ihr ein paar Mal probiert. Ja, es wird ja einfach nur gegen die... Fertig. Okay. Ja, es geht ja um die Einfachheit. Das kenne ich. Also, ach, die bleiben auch stehen. Bitte Die nochmal. verklemmen sich hier Die verklemmen selber sich. in der Konstruktion Ja, und haben auch immer eine gewisse Vorspannung. dass sie nicht klappern. Da Ist ja schön. nix. Das So, dann Airline-Schienen hast du an allen Seiten auch nochmal dran. Schön schwarze. Und oben die Schränke vielleicht noch mal gerade öffnen, dass wir mal reingucken. Das ist ja schließlich ein Mercedes-Benz. Hier ist jeder Schrank anders. Die sehen zwar von außen gleich aus, aber auch hier wieder diese Aluminiumkonstruktion mit drin. Gibt es da scharfe Kanten irgendwo? alles abgerundet und entgratet.
Also hier sind überall Radien drin von 2 mm, da braucht man sich keine Sorgen machen, dass man da hängen bleibt. Ja, es gibt ja eine neue Norm, Kopfaufprallnorm. Kennst du die? Mit den abgerundeten Ecken bei solchen Geschichten. Die ist jetzt hier noch nicht drauf. Aber das könntest du in die Maschine eingeben und dann wird halt die Fräse hier dann nochmal eine leichte Rundung dann mit einfräsen. Das würde gehen. Ja, das wird in der Konstruktion eingepflegt, ne? Aber kommt nächstes Jahr übrigens erst, also brauchst keine Angst haben. Ja, aber da habe ich auch keine Sorgen vor, weil das sind so Dinge, mit ein bisschen klarem Menschenverstand weiß man einfach, dass man im Kopfbereich ein bisschen aufpasst. Stimmt. Cool. Sollen wir mal nach hinten gehen? Gerne. Gerne, komm, dann machen wir das. Vielleicht noch ein Lobeslied auf die Trittstufe. Die hast du ja auch lange gesucht. Du darfst gerne mal runterkommen und mal draufsteigen. Die sieht so fragil aus, ist aber nicht. Die hält 240 Kilo und wir bauen uns gerade noch einen Sprinter für den Betrieb. Da haben wir die dann noch vorne einmal drin auf der Fahrer- und Beifahrerseite. Also da gibt es die auch noch mal. So, magst du mitkommen? Dann gucken wir mal nach, ob dieser Stauraum hinten dir auch genügt. Ja? Weil wenn du demnächst ja die Notfalltasche mitnimmst, ja, die muss ja irgendwo rein. Ich kenne das alles nicht mehr. Ist schon 12 Jahre her, unser Sohn, als er auf die Geburt der Tochter 1 war easy. Ist sie so rausgeflutscht? Die war easy, ja. Auch die Schwangerschaft. Die zweite ist jetzt nicht so. Ist nicht so schön. Nee. Ist sie größer, die zweite, hast du das Gefühl? Ja, ist ein ziemlicher Klops bis jetzt. Wesentlich größer, ne? Wesentlich größer, ja. Bin mal gespannt, ja. Ich habe ja jetzt das 3. Enkelchen bekommen, ja, die sind alle 3 unterschiedlich. Und man glaubt ja gar nicht, dass die dann ganz anders werden können. Bist du gespannt, was kommt? Ja, aber Das Ultraschall sieht gut aus. ja, da ist alles Paletti. Wenn sie so entspannt wird wie die erste, dann ist alles gut. Was hat deine Tochter für eine Augenfarbe? Braun. Braun. Was hast du? Du hast ja seltsame Augenfarben, ja. Grün. Es ist rot und grün zusammen, oder? Cool. Und du? Was hast du? Braun? Braun, ja. Okay. Ja, cool. Nur, dass wir darüber geredet haben, viele haben ja Family. Und es gibt ein kleines Bett, das kannst du vorne reinmachen, nämlich auf die Sitze drauf. Und da kann ein kleines Kind schlafen. Genau, die Version gibt es. Und was man auch gerne macht, ist, dass man die beiden vorderen Sitze um 90 Grad dreht, dass also die Sitzflächen sich angucken und dann kommt dazwischen nochmal ein Polster. Und dann kann man das mit der Rückbank kombinieren, dann kriegt man auch noch ein bisschen mehr Fläche hin. Was geil ist, guck mal hier aufs Display von mir, wie schön das aussieht. Ja, ne? Das gefällt dir, oder? Das ist ja auch der erste Blick, den die meisten Kunden haben. Wenn die Fahrzeuge bei uns in der Halle stehen, stehen die ja immer so, dass man das Heck offen hat, weil das ist ja so der Zustieg oder der Einstieg, den wir am meisten nutzen beim Bau. Und dann kommen die Kunden rein und weil das Fahrzeug so hoch ist, ist man ja gezwungen, ein bisschen nach oben zu gucken und der Blick richtet sich dann auf die Decke. Und dementsprechend wird die immer häufiger gern genommen. Wow. Was kostet der hier, wie er hier steht? Der wird jetzt so um die 185 kosten. Das geht noch. Also ich habe jetzt einen VW T6.1 gesehen ohne Dusche für 170.000 €. Also die sind ja Last Edition im Moment und auch in einer sehr guten Ausbauqualität mit viel Sachen dran. Aber die Preise, das ist schon viel Geld, oder? Das, ja, muss man sich überlegen, ist eine Investition, ne? Ja, ist aber auch ein Ding. Man muss sagen, in Kanada fahren viele Mercedes noch der ersten Generation rum. Die Dinger sind sehr zeitlos. Also auch die erste Generation fällt nicht negativ auf. Wenn du hier so ein Ding hast und da kommt jetzt ein Modellwechsel raus, mein Gott, was soll's, oder? Einmal das und das ist ja nicht jetzt so ein Trendauto, wie wenn man sich einen neuen Sportwagen oder so kauft, wenn man das einfach haben möchte, sondern das ist ja ein Reisemobil, mit dem man viele Jahre verbringen möchte und da spielt das, glaube ich, eher eine zweite Rolle. Wichtiger ist es halt auch, dass es die Wertstabilität hält und die erreichen wir halt durch die hohe Qualität. Ja, und durch die Videos, die du dem Kunden quasi dann nochmal mitschicken kannst in 5 Jahren beim Wiederverkauf. Genau. Dann kann der Kunde nämlich schön sehen, German Television hat darüber berichtet. Das sind aber auch hier so kleine Lüftungsöffnungen hier. Die macht der Mann denn richtig gut. Ja, wie kann man denn so kleine Sachen rausfräsen? Alles mit der CNC-Fräse. Also wir können ja unterschiedliche Werkzeuge spannen und sie könnte noch wesentlich kleiner, aber so reicht das. Ja, so ist es hart genug, dass es nicht rausbricht, wenn es irgendwas gegenkommt. Genau, so ist es auf jeden Fall stabil genug und es kommt genug Luft rein, um den Wechselrichter zu kühlen. So, es gibt ein Dämmungspaket, das ist hier nicht verbaut. Also hier ist ja nichts gedämmt außen, ne? Ist alles gedämmt. Ja, war Spaß. Jetzt reg dich ab. Nee, ist alles gedämmt, natürlich. Ich hab die Vorlage ja nur gemacht, ja, weil das bedeutet, ihr nehmt erstmal ihr strippt die ganzen Autos komplett und dann was passiert dann? Also wir nehmen fast alles raus, ein Teil des Armaturenbretts vorne, die Verkleidung, die Sitze, alles an Verkleidungen, die vom Werk aus drin sind. Dann wird in den großen Bereichen alles mit Amaflex überzogen.
Und dann halt auch teilweise mit echter Schafswolle gefilzt oder halt mit Synthetikfilz. Ne? Das ist ein bisschen kundenabhängig. Ich empfehle immer eher den synthetischen Filz, der ist ein bisschen unempfindlicher, aber manche möchten dann lieber die natürlichen Materialien. Ne? Was ich total genial finde, ist, ihr habt die Originalfenster drin und dadurch wird das Flugzeug gerade über uns geflogen. Wir sind in Düsseldorf, ja, auf dem Caravansalon und neben dem Caravansalon ist das Auto leise, wenn du drin schläfst, weil es ist ja viele Camper, da hörst du den Nachbarn bei allen Aktivitäten nachts oder wenn der rausgeht und so weiter. Also wenn die Originalfenster drin, ist er leise, oder? Ja. Sag ja. Ja. Ist er leise? Ja, Glas ist ein guter Isolator, was den Schall angeht, weil es ein schweres Material ist. Ne, nichts dämmt besser als Masse. Und wenn es irgendwo zu Klappergeräuschen oder zu unschönem Klang im Innenraum kommt, dann wird halt auch nochmal mit Alubutyl oder sonstiges nachgebessert, sodass das innen drin einen ganz, ganz satten Raumklang hat. Alubutyl sind so diese Dröhnmatten, die dann eingelegt werden, die sehr schwer sind, die das Ganze nachbessern. Aber du hast Originalgläser drin. Ich zeige das mal gerade. Wenn du mal bitte, guck mal hier, das ist schwarz, da stehst du hier, also diese Kiste hier geht nicht mehr durch. Aber wenn du hier jetzt Bundesamt für Verbraucherschutz draufschreiben würdest, ja, dann könntest du wieder Stealth campen. Das ist so, ja, oder Straßenvermessung, da gibt es ja viele Ideen. Straßenvermessung, ist das geil. Wenn es drauf ist, ja, dann darfst du nicht mal Monstervan draufschreiben. In der Signalisierung bei deinem Auto, da hast du natürlich sehr dezent gearbeitet. Bitte mach mal zu, das ist aber Kundenwunsch. Du kannst aber auch Berge und Seen drauf machen. Du sagst aber ganz gezielt, wenn das Auto gut ist, dann langt so ein kleiner Aufkleber. Richtig, ja. Also das Produkt soll für sich sprechen und ich wurde, als ich das Fahrzeug jetzt gestern überführt habe, auch auf einer Rast von einem Kunden angesprochen oder von einem Interessenten, der das Fahrzeug auf dem Parkplatz stehen sehen hat. Und der war so interessiert an dem Fahrzeug, dass er natürlich auch sofort geguckt hat, wer es gebaut und uns auf der Webseite besucht hat. Also das. Ich kenne das von Bushcamper, die haben auch so ganz kleine, dezente Logos und dann haben wir uns überlegt, als wir unseren verkauft haben, ob wir da jetzt irgendwas ändern, hat er gemeint, nee, der Verkäufer hat gesagt, nein, lass es genauso an der Stelle kleben, das ist ein Original Bushcamper, die machen das nur so, du machst mehr kaputt wie ganz. Ja. An der Seite auch, da siehst du es, da hast du gar nichts drauf, also noch dezenter geht es ja kaum, oder? Ja, also wir haben auf der gegenüberliegenden Seite mal unser Logo noch mit draufgebracht, aber die Seite ist hier wirklich komplett clean, es ist einfach nur schwarz mit dem Original-Fahrzeuglack, um da einen edlen Look zu erstellen. Sehr schön, die Rückfahrkamera original, die hast du mit drin. Und eine 360 Grad brauchst du auch gar nicht. Hier vorne ist der Tankeinlass. Wie kann man denn den Tank reinigen? Wir haben hier auf der Innenseite, wenn man die Klappe aufmacht, nochmal eine Revisionsöffnung. Ach so, so eine große Schraube, die du... Ja genau, also der Tank ist ja unter dem Zwischenboden versteckt. Das heißt, man würde jetzt erstmal die weiße Klappe rausnehmen. Und da ist eine große Revisionsöffnung, so eine rote Schraube, die wird man dann öffnen und da kommt man dann mit dem Arm rein. Und dann ist es ja so, der Tank umschlingt ja liegend den Radkasten, damit wir das Volumen füllen können. Und im vorderen Bereich gibt es das nochmal, damit man da auch dran kommt. Cool. Und das warme Wasser, wie wird das produziert? Da ist ein Puntmann-Boiler drin, mit wird mit Strom erwärmt. Da sind 2 Heizkartuschen drin, 200 Watt. Das heißt, wenn man den einschaltet, das dauert ungefähr eine halbe Stunde. Hat man genug warmes Wasser, um ausreichend duschen zu können. Der ist hochgedämmt, der Boiler, und dadurch brauche ich sehr wenig Strom. Also der hat ja keine 5 Kilowatt oder so, sondern ich glaube nur 100 Watt oder so. Ja, 400 Watt im Ganzen, aber ist auch eine Sonderanfertigung. Auf der Webseite, bei denen gibt es den, meine ich, nur mit 200 Watt. Aber mit den großen Lithiumzellen ist das problemlos zu schaffen. Und man kann den so ein bisschen als Energiespeicher nutzen. Man heizt das Wasser halt auf, wenn die Solaranlage mittags den größten Ertrag hat, dann ist das Wasser schon mal warm. Und wenn man dann abends duschen möchte, ist es halt das hält so lang? Ja, ist wie in einer Thermoskanne, das ist abends noch richtig heiß und dann kann man da auch noch schön abends duschen mit. Sehr schön. Außendusche hast du mit drin. Hier ist der Wasserbefüllstutzen innen. Ja. Und ja, wir sind durch. Ich muss auch weg, aber das Auto wieder mal ein echter Monstervan. Ja, freut mich, dass er gefällt. Wie kam es auf den Namen Monstervan? Es sollte ein Name sein, der sich einprägt. Und wenn man halt über das spricht, gerade im Bekannten- und Freundeskreis, was man da bauen möchte, dann fiel immer wieder das Wort, es wird ein ganz schönes Monster, was du dir da vorgestellt hast. Und kommt das nächste, ja. Das nächste Monster. So. Ja, bitte mal zumachen, dass wir das Gesamte noch einmal sehen. Und bitte mal die Schiebetür noch mal schließen. Hast du da Softclose reingemacht, oder? Die hat eine elektrische Zuziehhilfe, aber wir haben eine mechanische Mittelarretierung drin.
Das hat man gerade kurz gesehen, die ist einmal kurz hochgewippt. Also die kann der Hälfte stehen bleiben. Genau, aber das ist nicht die, die ab Werk dran ist, sondern das ist eine von uns, die halt wirklich an der Position installiert werden kann, wo dann unsere Küche aufhört, sodass wir halt, wenn die eingerastet ist, noch eben die Tür vom Kühlschrank aufkriegen und alles andere ist verdeckt. Also Dachgepäckträger selber konstruiert, Leiter selber konstruiert. Diese ganzen Stücke hier sind eben nicht hier festgemacht, wie man das bei den meisten sieht, weil das ist gar nicht zulässig laut Mercedes. Einmal das und außerdem gibt es auch Fahrzeuge, die andere Scharniere haben, wenn man die Türen hat, um das Fahrzeug oder die Tür bis an die Seitenwand aufschwenken zu wollen, dann fehlen diese Montagelöcher und deswegen gehen wir direkt an die Tür. Die Steifigkeit, wie hast du die hinbekommen hier? Das ist von der Innenseite, sind die ausgekleidet, die Türen, versteift. Also bevor wir dämmen, kommt die Leiter drauf, es wird eine Versteifung auf der Innenseite des Bleches installiert und dann kommt die Dämmung drüber. So, die Bestellnummer des Logos geraptert bei Mercedes, wie ist die? www.monstervan.de. Habt ihr selber gemacht? Wie hast du das abbekommen? Das kann man abmachen. Ja, also das ist sogar noch relativ leicht. Also da gibt es echt Bauteile, die komplizierter sind. Und Aber da habt ihr Anleitung. Ihr seid ja Aufbauhersteller und fertig. Ja, mach mal zu. Tolles Ding. Und so wurde aus einem DPD, gut, der jetzt nicht, weil es ein Allrad ist, aber das Blech ist ja dasselbe, Ja. aus einem DPD Standardauto ein Monster-Van, also mehr oder weniger. Ich glaube nicht, als sie das damals geplant haben, dass sie daran gedacht haben, dass das Thema Camping mal so wichtig wird für den Sprinter, auch als Träger. Also das ist ja wenn so ein DPD-Fahrer so ein Auto sieht, da geht ihm ja einer ab, ja, weil das ist dasselbe Auto eigentlich. Ja? Genau, also es ist ein himmelweiter Unterschied, wenn man einen klassischen, unausgebauten Sprinter neben einen voll ausgebauten, jetzt wie von uns, daneben stellt. Man denkt, es ist ein anderes Auto und ich hoffe, dass bei der nächsten Version des Sprinters vielleicht die Kollegen von Mercedes an uns denken und es ein bisschen einfacher uns machen, aber wir kriegen es trotzdem hin. Sag mal, ein Lobeslied noch ganz kurz auf den Antrieb. Bist du zufrieden mit dem neuen Allrad? Ja, absolut. Also wir werden den nicht ans Limit kriegen und ich glaube auch die meisten Kunden nicht und für das, was er kann oder wofür der Wagen gebaut ist, reicht das allemal aus. Und der Motor auch, also der Vierzylinder. Genau, der Motor auch. Wir haben jetzt, um das einmal noch kurz anzusprechen, ein paar Gimmicks an dem Fahrzeug verbaut, dass er nochmal vorne separate Bergeösen hat, falls man sich mit dem Fahrzeug wirklich mal festsetzt. Er hat einen Hohlraum- und Unterbodenschutz bekommen. Hat er bekommen. Von wem? Das ist ein kleiner Betrieb, der bei uns in der Umgebung ist, der sich eigentlich auf Oldtimer, Restauration und Konservierung spezialisiert hat. Und der hat das wirklich drauf und macht das mit so viel Hingabe. Der zerlegt unten alles, was nicht irgendwie mit Wachs in Kontakt kommen sollte, baut das alles raus. Dauert halt auch eine ganze Woche, diese Versiegelung. Und dann werden alle Hohlräume auch im Innenraum, bevor wir dämmen, in gewissen Bereichen lassen wir es auch machen, weil man ja auch dem Wasser, was eventuell mal ins Fahrzeug eindringen kann oder Kondensat, die Chance geben muss, ja aus dem Fahrzeug rauszukommen. Und deswegen werden auch diese Bereiche nochmal separat behandelt, dass wir hundertprozentig und sicher sein können, dass wir das Bestmögliche getan haben, dass es dazu kein Problem kommt. Schön. Wann ist Termin? 30. November. Also heute, Dauert noch ein bisschen. ja, heute in 3 Monaten, ne? Gut, heute in 3 Monaten. Da bin ich mal gespannt, ja, wann das erste Auto kommt. 7 Meter Allrad für die Family. Ist im Bau gerade. Ist im Bau, ja. Hast du nur Mercedes oder machst du auch MAN? Momentan machen wir nur Mercedes. Ja, das gefällt dir am besten, oder? Das passt am besten zu dir. Das gesamte Konzept muss stimmen und die Qualität der Fahrzeuge muss zu uns passen und auch andersrum und es sind auch die schönsten Autos. So, hier geht gerade im was sind das hier? Buchen sind das hier. Was? Platan. Mein Gott, ich habe keine Ahnung von Botanik, aber da gibt es ja Botaniker, die können das besser als ich. Du bist Botanikerin. Nee, ich habe Holzwirtschaft studiert und da gehört Dendrologie, also so Baumkunde, dazu. Hast dich totgelacht gerade, gell? Hast gedacht, das sind Birken. Birken sind weiß, aber Buchen sind es auch nicht, ja, weil die habe ich ja. Aber das Plantan, ja. Ich werde auch mal mitgemobbt. Muss man da laufend schneiden bei denen? Oder das schadet ja nichts, oder schneiden? Wann schneidet man die eigentlich? Platan? Ja. Keine Ahnung. Aber beim Sturm sind das die ersten, die irgendwie kaputt gehen, von daher. Ich habe das gesehen, weil bei uns in Trier, da waren mal so riesengroße Plantanen, die haben sie dann abgemacht und haben neue gemacht. So kleinere, die schneiden die laufen, damit die klein bleiben. Sag ja. Ja. Ihr seid in Fehmarn und das ist wirklich ein Paradies und für Kiten und so weiter. Wenn ich jetzt Interesse daran habe und nicht unbedingt nach Fehmarn will, ja, gibt es da Möglichkeiten mit Fernwartung, kann man Videocall, das kann man alles machen? Genau, am besten erstmal anrufen oder eine Mail schreiben und dann machen wir
einen Call mit Video und Monitor teilen und so weiter und so fort. Oh, sehr schön. Und das klappt auch. Und dann im nächsten Prozess, guckt euch bitte das Video an, wo wir konstruieren am Schreibtisch. Also ich glaube, das haben viele gesehen, ne? Ja, das kam auch immer wieder in den Gesprächen, wurde das thematisiert. Und was halt auch interessant ist, wenn dann mal Kunden kommen, die das Fahrzeug oder die Videos von dir gesehen haben, die kennen sich aus bei uns in der Firma, die kennen die Leute mit Namen. Wir kennen sie krank, oder? Ja, ist total verrückt und fühlen sich schon ganz heimisch bei uns, was wir natürlich begrüßen. Aber es ist, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ja, und du bist auch wirklich genau so wie in den Videos, das kann ich beschreiben. Wir haben jetzt keine KI-Filter drüber gemacht, ja. Danke fürs Einschalten. Heute ist, was haben wir denn, 30. August 2023, Anno Domini auf dem Caravan-Salon 2023. Für den Stand hat es nicht gelangt, aber würde gar nicht gehen, weil das Auto geht nämlich jetzt, ich glaube, in die Schweiz und wird ausgeliefert. Genau, nach dem Dreh geht es direkt an die Kundin und wird dann in die Schweiz überführt. Und wir wollten auf den Stand, hätten einen bekommen, der war nur leider zu klein und nicht an dem Ort, den wir gerne hätten. Und dann sind wir gerade in der Situation, wir hätten es zeitlich nicht stemmen können. Da hast du gesagt, was soll der Caravan-Salon? Wir haben ja German Television. Ja, genau, wir holen German Television ran. Und der Caravan-Salon ist natürlich eine super Möglichkeit, um auf sich aufmerksam zu machen. Aber es ist natürlich auch, wir sind ein kleiner Betrieb und wir müssen eine Menge Manpower wegziehen von der Arbeit. Und die Kunden warten auf ihre Fahrzeuge und wir haben so viel zu tun, dass wir uns dieses Jahr dann doch nochmal überlegt haben, wir schieben es lieber auf. monstervan.de, da vorne ist es drauf. Danke fürs Einschalten. Abonniert diesen Kanal, drückt jetzt auf die Abo-Taste und guckt mal nach. Die meisten haben nicht abonniert, ja. Ihr müsst jetzt auf die Abo-Taste drücken. Ciao.